Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Everspace 2. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, letzte Woche. Ja, irgendwo in einem Raumhafen. Ich weiß gar nicht mehr, hatten wir noch irgendwas im Inventar? Irgendwas, was ich machen musste noch? Irgendwas, was hergestellt werden muss? Ne, das hatten wir, glaube ich, am Ende noch gemacht, ne? Ja. Sieht auf jeden Fall so aus, aber ich kann hier nochmal... Oh. Wo unsere Upgrades kann ich nochmal was herstellen. Der braucht auch Energiezellen. Ja, machen wir erstmal hier rein. So. Gut. Und 20 kommt noch. Na gut, im Shop war jetzt aber nichts weiter, ne? Was wir jetzt noch unbedingt brauchten. Ne, hatten wir sogar alles erstmal verkauft, was wir nicht brauchen. Gut, dann kann ich eigentlich erstmal abdocken. Wo waren wir denn jetzt hier? Auf jeden Fall habe ich da vorne eine Kiste. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Hier ist die Steuerung ja so ein bisschen anders als in No Man's Sky. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Karte. Stimmt, wir waren... Jetzt erinnere ich mich wieder. Wir waren hier am Erkunden noch. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich mal erstmal Kurs auf den nächsten Erkundungsplaneten. Ne, mit Leertaste war nicht. Das war es auch nicht. Mit C ist Sprungantrieb. Steht oben auch. Lesen Turtle. So. Blitzen wir da mal kurz rüber. Was haben wir? Oh, Notsignal. Notsignale immer gut und schnell. Nehmen wir mal kurz mit. Um mal kurz reinzukommen. Notsignal dürfte nicht das Problem sein. So, dann wollen wir mal hier gleich rein. Hoppala. So, das war der Virus. Okay, muss erstmal hier wieder... Eieieiei. Da ist der Outlaw. Gut. Gut. Beschützt wurde er. Credits wurden gut geschrieben. Wir haben aber trotzdem auch nicht gesehen. Ein bisschen Schaden haben wir davon getragen. Machen wir es günstig reparieren oder machen wir es nicht? Ah komm, ich mach mal günstig. Das reicht eigentlich, wenn ich jetzt hier erstmal die mittleren Nanobots ausschmeiß. So, und dann flitzen wir weiter. Immer weiter. Unbekanntes Signal. Nee, das lassen wir jetzt aus. Eigentlich kann ich auch gleich zur Kampagne weitergehen, ne? Nee, komm, machen wir erstmal. Unentdecktes Gebiet. Aha. So, gleich mal ein EMP losladen. Da ist schon mal der erste geplatzt. Okay. So, Quest haben wir hier nicht, aber irgendwie... Kommunikationsrelais. Der Outlaw möchte halt noch mal ein bisschen mit mir spielen. Dann spielen wir doch mal mit.
So, ich danke Ihnen. So, aber was haben wir hier? Gut, irgendwas, was ich mitnehmen kann. Kommunikationsrelais durchsuchen. Lieferhinweis. Eine Drohne hat versucht, einen Container an diese Koordinaten zu liefern, konnte dort aber niemanden antreffen. Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Sie zurückgekehrt sind. Andernfalls werden wir zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren. Mit freundlichen Grüßen. Eine Drohne hat versucht, diese Koordinaten... wieder dasselbe? Wieder dasselbe? Okay. It seems someone ordered a package, then changed the address. Those were a lot of notices. There is a high chance that the delivery drone may still be around. Sometimes it is easier to abandon a failed delivery than to return it to its sender. Finde die Lieferdrohne, ja? Machen wir gleich mal. Oh, Streukanone. Irgendwo vorkommen, nehmen wir auch mit. Dann helfen wir noch mal kurz, weil wir nett sind. Wird geliefert. Ja, aber wie soll ich denn jetzt die Lieferdrohne finden? Irgendwo jetzt hier im System, oder was? Oder wie? Oder wo? So, vorsichtig Minen. So, Altmetall hole ich mir mal. Found it. Apparently it made itself at home here. Okay, Drohne schon gefunden, aber kannst du mir auch sagen, ah, hier unten. Eine Gausskanone, Stufe 18. Ja, nehmen wir mit. Ist jetzt nicht das, was ich unbedingt haben will, aber passt. Wird geliefert, Mission abgeschlossen. Okay. Und wir haben wenigstens noch ein Thank you gekriegt. Ist eine nette Drohne. Gut, hier drüben haben wir noch irgendwas abzulooten. Gut. Ja, dann würde ich sagen, jetzt können wir doch auch mal kurz rüber zur Hauptquest. Dann machen wir jetzt weiter mit der Hauptquest. Ich denke mal, ich bin jetzt eingespielt genug. Und wenn nicht, wir haben ja noch genug hier im System, was sich erkunden lässt. So, Wegpunkt. I detect a large underground structure nearby. There also seems to be a docking port somewhere inside. This must be the place then. I got a strange feeling about this. Okay. Jetzt sind wir mal langsam und vorsichtig. Storage and another dead end. I don't think so. There's light coming through that debris on the end. Bam! Blowing up fuel tanks in a tight and shaky structure. How smart. What was that? That was the rest of the tunnel you just barely made it out of. Great. Let's hope that wasn't the only exit. Letzter Wille und Testament, okay. Jetzt habe ich das leider nicht gelesen, weil ich das jetzt fix... Cephas Cabernet Sauvignon? What is this? It is difficult to say.
Even my chemical sensors refuse to go near the concoction. The letter was written by a Bram DeVint and addressed to a woman called Marie. Marie DeVint. That's the name of the trader running the Flying Duchess. Given the limited range of human names and combinations, this may very well be a coincidence. Na gut, was haben wir denn sonst noch hier? Generator. Ist sonst noch irgendwas hier, damit ich irgendwo die Batterie herkriege? Nee. Weil ohne Batterie komme ich ja hier jetzt nicht weiter, oder? Das heißt, ich muss ja irgendwo eine Batterie finden können. Wo sind denn hier Batterien versteckt? Wenn ich eine Batterie wäre, wo würde ich mich verstecken? Hier oben vielleicht? Hier sind wir reingekommen. Aha. Da haben wir doch die Batterie. So. Dann einmal vorsichtig rein. Oh, doch ein größeres Hangartor. Sieht schon mega geil aus. Gut, haben wir mitgenommen. Nochmal ein bisschen Schrott. Nur Moment. Und da liegt noch was. Das nehme ich doch noch mal mit. Da drüben haben wir auch noch was. Hier drin versteckt. Da hinten ist auch noch mal was. Holla. Nee, Steuerung war runter. Okay. Was auch immer mich da jetzt gerade versucht hat anzugreifen. Höhlenkrabbler. Ja, Dröhnchen, ihr macht das schon. Brauchen wir hier wohl wahrscheinlich keine Sorgen machen. Na gut, aber mal wieder zurück, weil wir wollen ja uns jetzt hier nicht mit Höhlenkrabbler messen. Runter, runter, runter. Sondern wir sollen ja da hinten andocken. Dann tun wir das jetzt auch mal. Einmal rum. So. The only way to do this is to continue on foot. Fortunately, I never have to leave the comforts of the craft. Even still, Hive, stay put. Ah, it stinks down here. Odd place for a package collection. Hey, dude, it's you! What the? My old friend Adam Roslin. It's me, Alec. What brings you here? Come to rescue your old buddy? Rescue? Yeah, Daryl sent me here to pick up a package. I meant to do air quotes for that last part. Judging from that pile of desiccated corpses over there, this is where he sends anyone he wants out of the way. But fancy seeing you here, just as I thought I was going to croak it. What a coinky-dinks.
I'm glad you got that one. I especially didn't like her. I called her Esmeralda. I gave them names. Gotta do something to pass the time. Nice shot. Tell you what, when I get out of here, I'm gonna kick that Daryl's ass into his brains, whichever is which. Wait, let me have a count. Yep, you got them all. Say, you wouldn't cut a buddy down, would ya? I got an itch in a place that needs some serious scratching. Ah, Carlos, I forgot about him. There was a rubble collapse at the entrance. Sure hope there's another way out. Wait, there was an entrance, like for ships. Then why did I park outside and walk all the way in? Well, it was hard to spot. Strap yourself in and I'll get you to your ship. I do not allow pets on board my craft. Be nice, Hive. You should remember Alec. Yes, I do recollect you associating with this dubious character in one of your earlier iterations. I was rather hoping it was a passing phase. Hey, you got one of those on-boardy grumpy talky things. I used to have one too, but it shut itself down for some reason. I could imagine why. Let's get out of here. Finde einen Weg nach draußen. Ja, Alec, den kennen wir sogar noch. Also ich zumindest. Das war der aus dem... 3 tunnels leading away from this cavern. Is any one of them connected to an exit? I cannot say. My senses are swamped by a large amount of biosignatures. Oh, yeah. Those are the parents of the crawlers you just blasted. They're probably fuming. What? You mean that those we just killed were the babies? Best not linger. Okay. So, in dem Tunnel waren wir ja eben schon. Dann flitzen wir hier nochmal durch. Aber wie gesagt... Them, by the way. Scrap, they're huge. Be Was? sure to avoid their spit. I agree. Cave crawlers stun and capture their prey by ejecting the acidic contents of their digestive tracts. So it's not spit we're talking about. Not technically, no. Wow, neat. Warte ich die ganze Zeit darauf, jetzt wieder was sagen zu können. So, da ist ein Outlaw-Aufklärer. Das habe ich mittlerweile sogar schon vergessen, was ich sagen wollte. So, aber gucken wir mal erstmal jetzt hier weiter. Cracked wall looks promising. Ey, da viele kleine Krabbelfiecher. Naja, gut. Uiuiui. Another gate. Aha, ich habe den Ausgang gefunden. We're out. Living to party another day. My ship is on the hill just near that big entrance. So, Alec, you reckon Daryl sent us both here to die? I was hanging up in that cave long enough to think it over good and hard. There's no doubt about it. Ha! Hey, Adam, you remember that time we got blitzed on Inari Starbase? Oh, hell yeah. Fond memories. I know what you're like, a wild man after a couple of debonair daiquiris. Hey! Where's my ride? No ship here, Alec. What? But I very intentionally left it at a spot where I could see it from miles away. Yes, you and anyone else. I detect a civilian vessel on what appears to be a junk pile not too far away. I should take offense at that. Any idea who's been running cleanup crews out here? This could be the Okar. They prefer to keep the place tidy of new settlers. Oh man, the paint job alone cost me a fortune. Hive, keep an eye out for any Okar. I am constantly vigilant. So, dann flitzen wir mal rüber. There it is.
my sweet ride, still in one piece. You can walk the last bit, right? That'll do nicely, buddy. You're the best. The cockpit will need fumigating for fleas. Na gut, denn. Happy to reunite you two. I'll head over and get it running. I have comms on me so we can keep on talking in the meantime. Will I ever find peace again? So, Illick, what exactly did you do to piss off this Daryl guy enough to send you into a trap? Yeah, I'm gonna have to work that one out. Not sure exactly. How about you? I don't know. I was looking for a guy named Maddox. Maddox? The ramen chef that can't stand ramen? What? That guy? Yeah, the whole ramen thing is just a front for Mr. Cato's courier operation. Maddox uses it to fix illegal tech behind the counter and smuggle it across Prescott using his ramen delivery drones. In exchange, he gets hard-to-find parts from Mr. Cato's associates. Ah, damn it! They clamped my ride! A group of automated Okai units is approaching as we speak. Illick, can you unclamp it? Of course I can. Just give me a mo. I'll try to buy you some time. Na gut, denn. Zeit verschaffen. Na, bin ich mal gespannt. Here they come. Hey, lizard people! I am not here to settle or violate any treaties. I just need my ride back, okay? No dice, they're automated. Too dumb to understand a word you're saying. So, Nummer 1 haben wir. Halten aber auch was aus, ey. Nächstes Schiff. Halt! Die Drohne will ich haben. Hauen aber gut rein. Na gut, dann fangen wir auch mal an, rumzutricksen hier. More incoming. Dump the idiot ocelot and jump out. Come on, Illick, what's taking so long? Cracking clamps is an art, my friend. It takes time. Ja, komm ran hier. So. Puff. So, hier immer nochmal. Wrack. Diese kleinen Drohnen, die gehen ja eigentlich relativ klar hier. Machen wir einen Sturzflugbomber. All done. Let's get out of here. So long, suckers! You can take your time, Illick. The suckers are all gone now. See? It always works out in the end. Okay, listen. I've got to go back to Prescott and talk to Maddox for real this time. Who is this Mr. Cato you were talking about? My new boss on Prescott runs the big casino. Daryl is one of his underbosses. He has his hand in every pocket on Prescott, but no one is supposed to talk about it. Under any circumstances. Oh, scrap. Now I know why Daryl wanted rid of me. You'll have to count me out for now, Adam. Thanks for the rescue and all. I'd love to keep chatting about the good old days, but I gotta do some serious thinking about my next move. A few slam brewies on Bishop's Starport ought to get my brain cells churning. I understand. Good luck to you, and thanks, buddy. It's good to see you again. I got your sig for when I need to find you. Take care, Illick. All right, Hive. Let's head back to Prescott and find that Maddox guy once and for all. Na gut, aber bevor wir zurückfliegen, würde ich sagen, blitzen wir noch einmal rüber hier. Denn da haben wir noch ein
Has he Frage. any idea that you're a clone? Give Alec a break. He's chaotic good. He operates on a different wavelength. Clearly a wonky wavelength. Ne, das war ja jetzt schwierig einmal rum. So, haben wir hier noch irgendwas außer einer Outlaw-Basis, so wie es aussieht? Bravo! Okay, das ging ein bisschen zu schnell. So, hier kann ich alles hochladen. Und hier kann ich alles abnehmen. Mensch, da sind sogar gute rote Lenkraketen bei. Ja, meine Dröhnchen. Aber hier scheint auch irgendwann später was zu sein. Sonst ist nämlich gerade keine Quest hier. So, wir sollten sowieso jetzt mal ins Inventar gehen und mal gucken, ob wir hier überhaupt irgendwas Neues haben. Weil das sieht schon mal ganz gut aus. Was hatten wir hier drauf? Hülle und kann nicht beschädigt werden. 70% des Energieschadens wird auf den Schild des Angreifers zurückgeworfen. Oh. 20% erhöhte Ladegeschwindigkeit, wenn das Schiff im Sonnenlicht ist. Aber die Höhenstärke, Kapazität und Ladegeschwindigkeit haben mich eigentlich schon so überzeugt. Was haben wir hier? Energiekern, Stufe 17. Meiner ist 16. Könnte ein Upgrade gebrauchen. Aber... ja, ist ein neutraler Energiekern, ne? Wir haben hier Abgabe gegen an die Waffen weiter. Würde ich eher sagen, zerlegen wir gleich mal. So, und Thermokanone. Das war doch die ganz coole, ne? Die Zielsuchende. Ja gut, die Zielsuchende will ich mal behalten. So, wie war denn das jetzt mit Zerlegen? X war das. Kann ich hier schon mal den Rest zerdeppern. Schildbrechende Raketen, ja, kann auch weg. Kann weg. Kann weg. Ich sortiere mal kurz nach Gegenstandstyp hier. So, auch weg. Jetzt habe ich gerade meine... ja, nicht drauf geachtet. Jetzt habe ich eigentlich die Waffe zerlegt, die ich nicht zerlegen wollte. Das ist natürlich jetzt blöd. Na gut, dann setze ich die mal ein. Fürs Erste. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Na gut, c'est la vie. Haben wir wieder vollfüllen. Und ansonsten... ja, sehen wir eigentlich relativ rot aus. Das müsste ja ein Blaster gewesen sein von der Flak. Ja, ein Blaster, den ich nicht habe. Hahaha. Den Bauplan als einzige rote Waffe noch nicht. Fehlt mir noch ein roter Blaster oder halt der Bauplan dazu. Aber prinzipiell brauchen wir noch relativ viel roten Stuff. Mit der Sekundär bin ich ja momentan noch recht zufrieden. Weil für die großen Schiffe... da reicht das ja meistens. Na gut. Dafür brauchten wir 3 Punkte sogar, ja. Na gut. Gut, jetzt habe ich trotzdem wieder die coole Knarre. Wie weit hatte die Reichweite? Jetzt müssen wir mal gucken. 1500, genauso wie... ja, passt eigentlich. Macht auch Schildschaden, also vom Vergleich her ist es in Ordnung.
Komm, jetzt machen wir hier nochmal, wenn denn schon, gleich alles aufscouten. Da fehlen ja jetzt noch 2 Fragezeichen, dann haben wir wenigstens alles einmal gesehen hier. In dieser Galaxie. Das heißt, ich werde mich jetzt auch mal nicht ausbremsen von irgendwelchen Notsignalen, unbekannten Signalen. Gucken wir die jetzt mal ganz schnell ab. Aha. Gut, in der Siedlung gibt es sogar eine Quest. I detect heightened outlaw activity circling these coordinates. It is likely that you will become involved in a raid, should you choose to dock here. Hey, how did you find us? I have almost 24 markers on my map. This was one of them. Scrap. This is bad. Uma, the distractors are offline. We're sitting ducks here. I'll fix him. But I might need someone to have my back in case those bastards show up. I'm used to this kind of stuff. I can cover you. All right. Set yourself up, then tag along. We don't have much time. Okay, unauffindbar. Bereite dich auf den Angriff vor und triff dich dann mit Uma. Okay, gut. Bevor wir das aber jetzt machen, gucken wir wenigstens hier nochmal in den Shop. Was haben wir hier? EMP-Raketen. Mhm. Ein bisschen Altmetall hast du nicht zufällig, oder? Nee, hat sie nicht. Na gut, dann... They're here. I'll repair the distractors while you hold them off. Got it. So, wer kommt denn jetzt hier? Ihr wahrscheinlich, wa? So. Das Ding ist nice. Okay. War das schon alles? Nee, da kommen noch welche. So, erstmal ein Virus. Was für deine Panzerung? Ja, die fighten da hinten noch. Dann jagen wir euch mal. So muss das laufen. First one's up. Follow me. Okay, ich soll ihr folgen. Ach, da oben. So.
So, machen wir nachreparieren. Die sind gut. Muss ich mal gucken, dass ich mir mal vielleicht doch eine normale Flak wieder mache. Die sind gerade mal Level 14, sehe ich gerade. Nicht die feine englische Art, aber hey. Cheer up. Is it just me, or are they getting more aggressive? They've been trying to pin us down for a while. They won't wait for another chance. So, dritte Welle. Seid ihr die dritte Welle? Ich fliege hier einfach mal hinterher. Hab irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen zu schnell bin. Okay, die jagen hier einen Frachter. Na, das nehmen wir auch alle mit. Scrap. One last wave incoming. They're trying to get at our provisions. So. Dann schauen wir mal, wie lange die Waffen halten. Perfekt. I think that's it. Hoppala. Thanks. Let's meet in hangar. Gut. Und wieder bei der Siedlung andocken. War ziemlich easy. Können wir wenigstens die Raketen wieder nachladen. Das dürfte hier nicht das Problem sein. You saved our derrieres out there. Pay him well, Tico. He deserved it. Here. Does this account for your trouble? It's more than enough. If there is anything else we can do, we gave your ship clearance to bypass the distractors. Feel free to come back anytime. Okay, unauffindbar. Nochmal ein bisschen was dazugekriegt, ne? Dann wollen wir Munition schnell auffüllen. Upgrade können wir auch wieder einsetzen. Ich habe wieder eine Energiezelle. 2 Stück sogar. Haha. Das heißt hier, nächste Stufe Energiekugeln. Ich brauche mal nicht eine Energiezelle. Und den Rest, den habe ich ja schon komplett da. Also abgeschlossen. Wunderbar. So mag ich das. So, eingesammelte Energiekugeln erhöhen zusätzlich die Abgabemenge des Energiekerns um 50 für 0,3 Sekunden. Jo, passt. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Energiezellen für unseren Hive. Und nochmal ein paar HX1 Aggregate. Gut, gucken wir mal, ob wir das nochmal zusammenstellen können. Ja, gut, ein bisschen Altmetall habe ich hier. 2 kann ich herstellen. Und HX kriege ich auch noch einmal hin. Dann investieren wir doch nochmal. So, HX-Geräte sind auch fertig. Jetzt brauche ich halt nur wieder haufenweise Energiezellen. Die sind ein bisschen schwieriger. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn sonst noch Schönes bekommen? Ein Schild, Stufe 17. Mit mehr Kapazität, mehr Ladegeschwindigkeit. Geht der Schild in den Abschaltzustand über, wird eine EMP-Entladung mit einem 500 Meter Radius ausgelöst. Die Gegner für 2 Sekunden außer Gefecht setzen.
Ja, nee. So, das auch nicht. Ich will schon eigentlich auf meinem Rotstandard bleiben mittlerweile. So, Gatling. Dann haben wir nochmal mit Eclipse Flak. Gausskanone. Nope. Und die Keulgun auch nicht. So. Einmal wieder sortieren. Können wir im Shop eigentlich nochmal die Rahmen verkaufen und Co. So, F. So. Ja gut. Haben wir sogar nochmal ein bisschen Kohle gemacht. Dann haben wir jetzt nur noch einen Flecken, der fragezeichenmäßig drauf ist. Und da ist auch geschützt. Mal gucken, ob wir da auch nochmal eine Quest kriegen. Und dann haben wir sowieso alles gesehen, denn ist das nicht mehr ganz so wild wegen der Kampagne. Das heißt einmal hin. Für den Erkunder haben wir schon mal was gekriegt. Und hier kriegen wir auch noch mal eine I have received a Quest. job offer from the local communications office. They are looking for a level-headed person who can help maintain peace in the DMZ. Might be something. Where can I find him? At the docking point of the Damaris Port Authority. Na denn. Hi, is this the communications office? I'm here for the job. Oh, good. Things are crazy today. If you would give me a moment. All right, I need to see your references, and most importantly, your portfolio. My what? Ugh, don't tell me you don't have a portfolio. I need to see if your writing can be straightforward, unbiased, and as diplomatic as it gets. We can't have someone who turns every little outlaw raid into breaking news. I thought you were looking for someone to maintain peace in the DMZ. Oh, don't tell me you're another vigilante. Every cycle, more and more like you pour into the DMZ. Just because this is a former war zone doesn't mean that they can take matters into their own hands. It is our job to keep them informed on what is actually going on. Educate them about treaties, warn them of solar storms, keep this social experiment called Cluster 34 from descending into chaos. To add insult to injury, we just started to get in reports of Okar randomly attacking convoys, and now everyone is losing their minds. That's why we need someone whose prose could curb a tornado, and that is clearly not you. No, but I could help you find out what is going on with those Okar attacks. Actually, that would be helpful. All right, I just received a message that another incident is taking place at the Ceto jump gate. You could start there. I'm on it. Thanks. Hey, who put out the piece about the mining cap on Insidium? Those numbers are all wrong. Cluster 34 is a dead man walking, I tell you. Die große Intrige. Na gut. Fliege nach Ceto Transit. Ja, okay. Können wir noch mal kurz auf der Karte machen. Mhm. Gut. Shop hat sie keinen. Wir könnten Munition und so weiter, aber haben wir ja schon voll. Also, ja, dann fliegen wir nochmal zurück zum Transit. Hier sind aber mehrere Landeplätze. Union aus... Was? Außenstelle. Okay. Gibt's hier vielleicht noch was? Aha. Hier können wir auch wieder Schiffe kaufen. So. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Ein Gunship Stufe 2. Ein Bringer. Ein Scout. Oh, das wäre sogar Plus. Bomber, Stringer.
Ja, es ist zwar A9, aber 5% mehr Schilde, 5% mehr Panzerung, 300 mehr Hülle, Wendigkeit und ich glaube, da war Frachterslots. Ich glaube, dafür jetzt das Geld auszugeben, lohnt nicht so wirklich. Für nur jeweils 5%. Einige Schiffe sehen ja mega geil aus, ne? Nee, aber ich bleib bei dem fetten Typhon. Achso, ich hätte noch mal in den Shop gucken können. Nochmal, wir sind wieder da. Hat nicht lange gedauert. Wollte doch nur in den Shop gucken. Vernichtender Virus, ja, haben wir schon. Brauchen wir somit nicht. Altmetall. Da ist sogar ordentlich Altmetall. Das gönnen wir uns doch mal kurz, weil dann können wir doch beim Herstellen der Komponenten hier jetzt auch mal ein bisschen was herstellen. Damit wir das Upgrade auch irgendwann mal fertig kriegen hier. Jawohl, Upgrade. So, Hive. Investieren. Fehlen noch 5 Stück. Na, das hat sich doch schon mal gelohnt. Nochmal zurück zu Blattern. So, aber einen haben wir jetzt hier noch, ne? Transitzentrum. Aha. Nee, von hier sind wir gekommen, ne? Nee, hier ist auch nochmal ein Shop. Auch hier haben wir Altmetall. Ja, das lohnt sich doch. Das lohnt sich doch. Herstellen. Komponenten. Drei, 4 und 5. Ey, wir sind mit den Upgrades fertig. Wir sind mit den Upgrades fertig. Ha. So, überschüssige Fracht kann mittels automarer getarnter Frachtcontainer zur Basis verschickt werden. Nice. Gut, jetzt kann ich auch meinetwegen gehen, weil wir jetzt haben wir alle 3 Dinge abgegurkt. Jetzt kommen wir zum Transit zurück. Das gefällt mir. Signale lassen wir jetzt mal aus. Damit wir gut vorankommen. Nein, Signale lassen wir aus. So. I detect the wayward Okkar unit mentioned by the communications manager. I see it. It stirred up a group of freelancers near the gate. Let's check it out. Hey, what's going on here? Flirtinjum Droznek. Droznek. Wait a minute. You're not an Okkar, you're human. Snap. Too bad you won't live to tell anyone. Target destroyed. All humans cease fire at once. I am a Nevarch, speaking in the name of the Okkar warrior caste.
detected that a member of ours was shot down at these coordinates. You attacked us first. Hold on. I'm here on behalf of the Damaris Port Authority. Let me handle this. You may approach our vessel. Na gut. This is a misunderstanding. The Okar attacker wasn't piloted by one of your people. He was human. This is ridiculous. What you are saying is highly unlikely. Take DNA samples if you don't believe me. You'll see that this is an issue between humans. There is no need for the Okar to get involved. That's a turd of Rosie Rost. We've been attacked by Okar before. The Zarkov transit route is teeming with lizard outlaws. Hold your tongue! We have the authority to cleanse this place should need arise. Calm down, people. Where did you say you were attacked before? At the gauntlet, right down the corridor along the transit buoys. Let me just check out what's going on there, and maybe we can make some sort of sense of this. If you are correct, and this is a matter between humans, we shall stand by and observe until the issue is settled. Thanks. I'll head over to the gauntlet and see what I can find. Na gut. Dann schauen wir mal. Falsche Schneise, wo ich jetzt hin wollte. What do you make of this? Of humans piloting Okar craft, given humankind's ambition to control virtually everything in existence, it was only a matter of time, I presume. I, for my part, could live without outlaws having Okar tech. On the bright side, enemy encounters may become a lot more colorful from now on. So. Bei der Schneise waren wir aber auch schon. Da war, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Ich mich recht erinnere, ich glaube nicht. They said the fake Okar were seen near the transit buoys. I propose identifying this fascinating hybrid class as Mokar from now on. Don't get too used to them. It's my job to turn them into an anomaly that will hopefully be gone soon. Hoppala. So, jetzt aber. War das nicht da, wo wir die Bojen repariert hatten? War das nicht sogar hier? Ja, die Bojen hatten wir doch alle repariert. Bingo. 2 Okar drones and an outlaw vessel. I am instantly charmed. That's it for them. I recommend picking up the piece of debris dropped by the drone. The piece is human-made and sports a serial number. I will run it against some databases and see what I can find. Help! We ran into an ambush. Damn it. Hold on, I'm on my way. Na gut, denn... So, kleine Quests hier. Die sind alle nur Stufe 10. So, erstbesten infiziert. Nice shot.
Das war kein Schuss. Das war ein Virus. So. You okay? Yes. Thanks for the assist. These lizards are getting bolder by the day. Those were just regular outlaws. I thought I saw Okar among them. Didn't you? Were there any OCAR units among the attackers? None whatsoever. I double-checked, ma'am. There were no OCAR. Huh. I could have sworn. Well, thanks anyway. This is bad. People start to assume OCAR attacks even if there are none. First we are fighting Okar imposters, now a persistent rumor. I have finished analyzing the piece of metal from the Okar drone. It is registered to a ship trader in Seafast Downs. A ship trader, huh? Maybe our source. Let's check it out. Na gut. Dann fliegen wir da mal hin. Mit der Quest hätten wir mal anfangen müssen. Kommen wir auch durchs halbe System. We detected 2 more of our drones destroyed by colonial energy signatures. Yeah, that was me. And once again, they were controlled by a human. Humans are physically incapable of commanding an OCAR vessel. But then again, I was told you are an adaptable species. We are currently on our way to the trader who may have modified the drones. With a bit of luck, this will all be over soon. This is what you humans call optimism, correct? Not sure if all humans have that. Many of you died in this cluster during the war, and yet you keep returning expecting to find good fortune. You do not plant a seed on acidic ground, unless you are a fool or an optimist. I assume that's one way of seeing it. So this is where the Makar parts originated? Indeed, the trading station is right down there. It appears we are not welcome. This whole place is in shambles. Destruction is rarely absolute. I suggest following the pipes and see where that leads us. We may still find a clue to this mystery. Wir brauchen also eine Energiezelle. Hier gehen Pipes lang. Good shot. Irgendwo hier hin. Ah, hier. Okay. Noch deutlich mehr. Aber mal ein paar Raketen reinjagen. Trifft die richtigen. So, aber hier haben wir doch... Nee, hier brauchen wir auch Energie. Hä? Moment. Bei dem konnte ich doch jetzt keine Energie anzapfen, oder? Konnte ich hier jetzt die Energie anzapfen? Nee, ist auch nur ein Sockel, aber ich brauche doch eigentlich die Energie. Muss ja denn hier irgendwo zu finden sein. So, flitzen wir mal vorsichtig hier rein. Ah, das sieht schon richtiger aus. Harris. Okay. Abschiedsbrief. Mhm. Hoppala. The message mentions some kind of attack against Air's relay station. We better hurry and make sure that everyone's safe. So, aber hier haben wir es. Hier können wir es erzeugen. 35 Sekunden haben wir.
So, hier schmeißen wir das erste Mal rein. Kriegen hier einen Container. Okay, mit Signal. Jetzt muss ich gucken, dass ich das von dort zur anderen Seite rüber transferiert kriege. So, einmal erzeugen. Hab's. Ah, könnte knapp werden für meine Motoren. Aber geschafft. Gut, nochmal ein Schild und ein anderes kleine Ding. Aber eigentlich haben wir ja das, was wir haben wollten, schon bekommen. Ich wollte halt nur nochmal öffnen. So, Autopilot aktivieren. Es schickt uns wirklich von A nach B. Lieferroute. Any sign of the Makar? No, but I detect traces of explosives located in the vicinity of the relay station. Scrap! They're not only posing as Okar outlaws, but as Okar terrorists. My sensors give you little time to disarm them. Let's do it then. Hoppala. Yeah, cut that out. I know who you are. Is that so? Then we should play this by the usual book. Dann machen wir es halt so. The last one. Do not let the silence fool you. There are still explosives left to disarm. Das sind 2 versteckte Kanister. Okay, den ersten haben wir. Der zweite ist irgendwo hier. Es sind sogar 3. Da ist er. So, und einer ist hier noch. Na, hier ist er. It's done. Now what? I recommend returning to the Damaris Port Authority to debrief the communications officer. Even if the Mokar are no more, the rumor of their existence may still live on. It just never ends, does it? You should be more optimistic. You are a human, after all. Na gut, dann fliegen wir mal zurück und erstatten mal Bericht. The Okar Navark is trying to call you. Put him through. Any news on the matter? Yes, it's done. The Okar imposters are no more. Cutting off one head does not mean that another won't take its place. We will see if the matter of humans stealing our ships is resolved for good. Now, be aware that we will not reward you in any material manner. No need. I'm already getting paid by the Damaris Port Authority. Isn't a meaningful deed in itself reward enough? How your race ever believes to find happiness is beyond me. They cancelled the transmission. Just like that? Yes, but do not worry. I would say that you both ended on good terms.
Das stimmt. Na gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir überhaupt Bezahlung kriegen. So, abbremsen. Andocken. I'm back. Oh, finally. I could really use some good news right now. The attack was conducted by regular outlaws. They tried to provoke resentment against the Okar by flying attacks with Okar ships. Took care of them, but I can't say if there aren't more out there. This is a nightmare. If they had been regular Okar, it would have been a diplomatic disaster, but this? All the statements and paperwork. Ugh, I don't get paid enough for this. Maybe a meaningful deed can be a reward in itself, don't you think? Or maybe we are a doomed race. Yeah, maybe we are. Die große Intrige. Ist aber eigentlich relativ wenig, was wir von den Questen her immer kriegen, finde ich. Gut, aber jetzt ist das auch fertig. Das heißt, wir können jetzt abdocken. Wir haben jetzt hier alles in dem Union Scott das ist wirklich ein bisschen blöd gesetzt. Das heißt, ich gucke jetzt hier nochmal kurz durch. Wir haben hier noch ein bisschen was wir zerlegen können. Gut. Distanz. Nee, der kann weg. Starke kann weg. So, und wir haben hier noch einmal was hoppala. Was ich nochmal aktivieren kann. So, Hochrisikogebiet. Ach, siehst du, hier sind noch zwei kleinere Sachen. Dann gucken wir nochmal, ob wir noch irgendwas herstellen können. Also für die Upgrades brauchen wir ja jetzt gar nichts mehr. Sind ja jetzt überall alle durch, ne? Ja. Gut, das heißt, wir können jetzt eigentlich uns nur noch auf unsere eigenen Waffen konzentrieren. Wir könnten sogar noch mal was Rotes wiederherstellen. Ja, also entweder eine neue Panzerung, weil unsere ist gerade mal 15. Oder ich versuche nochmal eine neue Flak zu machen. Und ich gehe mal davon aus, Flak wäre deutlich besser. Das heißt, ich probiere mal eine neue Flak aus. Und wir haben eine Standardflak gekriegt. Ja, können wir jetzt sowieso ausrüsten. Deswegen passt das. Kann nicht beschädigt werden. Chancen pro Abschuss 20% der maximalen Höhentrefferpunkte zurückzuerlangen. Okay. Des Energieschadens umgeht die Panzerung. 100 Meter mehr. Feuerrate ist ein bisschen kleiner. So, er vergleicht das ja mit der anderen. Erstmal akzeptieren, bevor ich es einbaue. So. Ah, okay, ist 12 und 13 nur besser. Brauche aber ein bisschen weniger Energie. Ja, 100 mehr Meter Reichweite. Die Feuerrate ist eigentlich ansonsten nur das Einzige, was jetzt schlechter ist. Na komm, dann bauen wir sie ein. Und ich zerlege die Eclipse. Gut, dann können wir noch mal einmal sortieren. Haben noch ein bisschen Platz da. Hoppala. Dann gucken wir mal. Wir haben ja jetzt noch mal ein Hochrisikogebiet. Das weiß ich ja jetzt wenigstens. Das sollte man immer rechtzeitig abarbeiten. Da ist es. Dann lassen wir unsere Drohnen mal schuften. So wie sie es hier hört. Voll Munition und Kobe sind wir ja auch, also passt das schon.
Und so weit von der Sternbasis sind wir auch nicht weg. So. Na, der ging doch gut weg. So, den nächsten haben wir auch. Credits are merely numbers to me. Down one. Und auch noch ein Stufenaufstieg. Nice. Erwischt. So, kommt schon Big Boss. Wo ist er? Rasiert. Ich muss sagen, so, wenn man alles mit einem Mal rauf pfeffert, okay. Das drückt ordentlich Schaden rein. Nee, Hummel ist es nicht mehr. Sorry. Und hi. Hummel ist es nicht mehr. Ist mittlerweile schon ein gefährlicher Stachel. Ich habe schon wieder eine gekriegt. Na gut, nehmen wir gleich die nächste Karte mit. Und gucken, dass wir jetzt hier gleich mal zerlegen. So. Ja, große Hornisse. Große Hornisse. So, jetzt müssen wir gucken, wo ist das andere? Da. Das sticht jetzt ordentlich. So. Und Kreuzer kriege ich schon relativ gut weg. Sogar Drohnenschiffe. So, dann wollen wir gleich das nächste Risikogebiet nehmen. Oh, hoffen, dass ich jetzt nicht schon wieder gleich eine Karte kriege. Und wenn, dann will ich eine blaue haben. So, da haben wir gleich den ersten Drohnenjäger. So, erster ist am Eimer. So, jetzt brauche ich aber eine neue Drohne für mich mal. So, da haben wir noch eine Elite. So, jetzt noch ein Aufklärer hier. Ich hole mir mal kurz neue Wracks.
viel mehr Spaß mit Freunden. So. 53 noch. Oh. Naja, der hat schlechten Kurs gewählt, würde ich sagen, ne? Sehr schön. Bauplan Frachtmodul. Einen haben wir hier noch. Dann komm mal her. Oh, ich bin mittlerweile voll. Na komm, Dröhnchen, das schafft ihr schon. So, ja, ich weiß, ich bin voll. Aber wir sind jetzt sowieso safe. Kann ich nochmal kurz leer machen. Ja, in No Man's Sky ist es aber wieder ein bisschen was anderes als jetzt hier. Das kommt mit der Zeit. Das kommt mit der Zeit. So. Alles, was wir nicht brauchen, erstmal zerdeppern. Bei Weiß gucke ich schon fast gar nicht mehr nach. Mal unsere Dröhnchen durch. So. Und das Wrackteil da hinten möchte ich auch noch haben. Dürften meine Drohnen wieder voll einsatzbereit sein. Gut. Da kann ich ja dann auch gleich schauen, dass ich meine Raketen nachfülle. Dann können wir jetzt auch weiter eine Hauptquest machen. So. Prescott Starbase. Yes, I've a cursed den of vice and scummery. We've been through this. Let's just introduce ourselves to Maddox and hope he doesn't try to double-cross us again. So, aber ich werde erstmal kurz zum Freelancer-Hangar andocken. Weil Munition muss aufgefüllt werden. Können wir nochmal in den Shop gucken. Sieht aber nach nichts Interessantem aus. Das heißt, wir müssten mal... Komm, ich werde jetzt mal die kleinen Nanobots jetzt hier mal verkaufen. Und mittlere auch nochmal dazu. Der Stack ist sowieso nicht voll geworden. Dann die ganzen Güter. Injektor. Tausche ich hier nochmal gegen die großen aus. Was soll der Geiz? 2 halte ich mir auf Reserve und dann dürfte es auch passen. Dann haben wir eigentlich alles da. Haben wir ein bisschen Geld gemacht. Gucken wir nochmal nach den Schiffchen. A4. Okay. Wir haben A9. Hat zwar ein paar mehr Schiffchen, aber ich bleib mal noch bei dem Drohnenschiffchen.
Gut. Passt. Dann gehen wir uns mal ein paar Rahmen bestellen. Enclosed shop. I must have really spooked him. The Horad mentioned delivery drones used by Maddox for smuggling. May I suggest finding and following one? In this traffic? Well, guess it's worth a shot. Please state your business. I'd like to order some special devices, if you catch my drift. Thank you. Please keep your authentication ready. A drone is heading your way to execute the next steps of the transaction. I strongly suggest that you avoid any authentication procedure and simply follow the drone to its lair. Ah, found one. Let's stay on its tail. Would you care to remind me why we are going through all this bother? I promised Dax that I would see this through. And this is a once-in-a-lifetime job. You are certainly putting a lot of effort into reaching this man who does not wish to be reached. Bleibt der am Fersen kleben. The drone disappeared inside a nearby hangar. Okay. There's another drone. Is that his ship? Let's dock here and find out. You again? Damn it. Hold on, I just want to talk. I'm out of here. No, wait. Lass ihn nicht entkommen. Okay. Did he just lock us in? Yes, all the gates to this area are locked tight. Can't you just hack them open? Only the delivery drones possess the codes to do so. Figures. Nur Lieferdrohnen haben den Code. Aber hier ist schon mal keine. Blitzen wir hier mal anders durch. Ah, hier. More delivery drones. Können wir das System austricksen? Worked like a charm. Any sign of Maddox? Yes, the ship you were looking for is still here, very close by. Must be packing up. Better be careful. God damn it, you don't stop! Maddox, Dax sent me. As if you know Dax. He would never betray me. Whoa, was that a ramen drone? Yeah, I've been reserving the best broth for pests like you. You're bound to run out of soup bots eventually. Don't bet on it. You'll be an umami connoisseur once I'm done with you. I can't keep up for long. My boosts constantly need to recharge. He is preparing to jump. Well, let's go after him then. Damn boosts. If it is necessary, I could overclock your engines for a short period. This would prolong your boost capabilities, but could severely threaten the ship's stability and devices. Good to know, but no use until I manage to catch up with him. Na denn, hinterher. I have indicated the ramen chef's last known coordinates on the HUD. Irgendwo da hinten, na gut. That must be the guy. Go get him.
changing your strategy from naive questioning to evasive action. Dann machen wir es erstmal so. Oh, that takes care of them, but where's Maddox? The coordinates I gave you may still be valid. There he is. Maddox, stop! Hive, overclock my boosts, now! Activated unlimited boosting, deactivated devices. Maddox, listen. I don't know how to make it any clearer to you. I ain't your type. Dax asked me to find you. It's the truth. Then what's the code word? I don't know. He died before he could tell me. He's dead? You killed him, didn't you? No, you're getting me all wrong. I'm on your side. He's trying to lose it. Okay, wir sollten ihn nicht umbringen. There he is. Maddox, stop. Hive, overclock my boosts, now. Activated unlimited boosting, deactivated devices. Maddox, listen. I don't know how to make it any clearer to you. I ain't your type. Dax asked me to find you. It's the truth. Then what's the code word? I don't know. He died before he could tell me. He's dead? You killed him, didn't you? No, you're getting me all wrong. I'm on your side. He's trying to lose us in here. He and an entire battalion of outlaws, it seems. Don't tell me these are all your guys, Maddox. They are. Came with the job. The Ouch. smuggling thing? You really ask too many questions, kid. Wasn't that the first question I ever asked him? It may have been. Then he's really not listening at all. Es ist ja fair hier. So, machen wir es erstmal so. Durch die ganze Base, ey. Come on, this is getting ridiculous. What do these guys even get from protecting you? I'm under the protection of Mr. Cato. Dropped him a line, got help. Easy as that. I thought you just moved stuff for him. Maybe I do. And maybe he just really values my work. You can say that again. So. Boost resetting, cooling down. No, not now. 1 second longer and your engine would have exploded. Scrap, he's getting away. So. Da oben haben wir noch einen. Boom! Here comes the Elk. Look, you're here. Just in the nick of time. Na, noch nicht ready. So, wenigstens kriegen wir wenigstens ein bisschen live wieder rauf hier. How the hell did you find me? I said I'd call you first. I locked onto your sync, I did my thinking and less drinking, and decided that action was the best course. You're doing great. I may not be the best at bargaining or diplomacy, but I make up for it in pew-pew. Damn it, I lost my man again. What man? Maddox, like I told you before. You said that he worked for Mr. Cato, not that he was his prize goose. He is? Wow, I didn't know. Then I guess the only way to get to him is through the big man himself. Of course, he might not be too happy that we just blasted a bunch of his squad. Ah, don't worry. They're just low-level flunkies, expendable. I'm in good with Mr. Cato. You sure about this? Yeah, come on. Let's go see the boss.
Na gut, dann fliegen wir zum Boss. Mr. Cato always has time for me. Anyway, I realize I gotta straighten this thing out about Daryl. Who tried to make a spider's meal of you? Yeah, and he owes me payment for that job. Besides, I can't really touch him because he's Mr. Cato's nephew. Ilek, what are you getting me into? Relax, buddy. It'll be fine. So. I feel naked walking into a situation like this without a few tons of ship wrapped around me. It'll all be good. Just act cool and follow my lead. Hey, Marianne! Oh, Mr. Alec, you were not expected. Are you flirting with me again, Marianne? Me and my associate here would like a word with the boss. Something not expected. She's crazy about me, really. Get down! God damn it! What are you guys doing? Stop it! Daryl! Give me that remote! You idiot! Alec, you okay? All good, boss. Who the hell is this guy? This is Adam, boss. I brought him in for a chat. He wanted to ask a favor. A favor? You guys are giving me nothing but headaches today. Get inside, all of you. Now let's figure out what's going on, in a civilized manner. Daryl, why the hell did you do this to Alec and his associate? Cause they've been nothing but a pain in the ass. We barely made it out of that spider cave alive. You owe me for that. Hey, yeah, me too. Why did you do that without even asking me? The guy's been sniffing around after Maddox. Yeah, and who are you exactly? You should know Maddox is under my protection. I just wanted to talk to him. I'm not a bounty hunter, just a friend of a friend. Uh-huh. And you know Alec how, exactly? Oh, me and Adam go way back, before we even met, boss. He's a hotshot pilot. I never seen anything like him. Is that so? But I'm still not too impressed by your imposition into my business. We should just phase him. Shut up! I have to apologize for my nephew. He's still learning the ropes of the business. Saki? Well, really, Daryl should be apologizing for himself. Daryl! I'm sorry I sent you guys to your certain deaths, okay? See? All's good and better now. For every problem, there's a lesser problem with a sort of solution, right? Anyway, you guys interrupted my meal with all your antics. These two guys have been at each other's throats since... the short furry one showed up. I don't think there's anything I can do to reconcile them. I like the little guy, but Daryl is family. I'm gonna have to find a way to separate them. So, rather than taking the crude and uncultured path of violence, I'd like to make you a little proposition. I can arrange a meeting with Maddox, but I need you to do a little job for me in return. Do you savvy? As long as it's quick. And something a little more sensitive. You need to take the little furry guy off my hands, too. I understand. Don't worry, I can get him out of your hair. He's not so bad.
Hey, I know that. I'm just trying to find amicable solutions. That's my job. But you do understand that there are consequences if you disappoint me. Likewise. All right. I like this guy's style. What do you know? A real kindred spirit. Knows his stuff. This time I'll be giving the delivery orders, so there'll be no funny business. Right, Daryl? Right, boss. Okay, so this is the deal. You deliver a little package for me from A to B, and I'll let you know where to find Maddox. So it's a smuggling run. Ooh, now that's one nasty word. Better not let the OCAR hear it. They're quite touchy about uncertified cargo moving in and out of their territory. Touchy to a degree, where they just shoot anyone who tries to pass through Smuggler's Wheel and ask questions later. So I recommend getting yourself a distraction for them. I've been told I make a great distraction. That you do, Alec. That you do. Oh, I'm gonna miss having you around. What do you mean? I'll explain later. So where do we start? Meet my contact at the black market in the underbelly. They'll fill you in on the rest. It was a blast having you. Bye-bye, Alec. Na gut, denn von A nach B schmuggeln. Dann schauen wir aber erstmal. Das kann ich zerlegen, zerlegen, zerlegen und zerlegen. Dann passt das schon mal wieder. Gut, dann können wir schon abdocken. Dann holen wir uns mal das Päckchen ab. Kato told me you were coming. You're taking this to Cartwright's wake. You need to stick to the route and avoid the OCAR patrols. Do you have a wingman? Wingman Alec here on standby. His main job will be to keep the heat off the cargo carrier, which is you. This stuff is highly volatile. Evaporates if you stay in the supralight for too long, and blows if hit by too many blasts. So I'd recommend avoiding skirmishes. There are stabilizing beacons along the route. You need to reach them in order to settle it all down before you can jump again. In other words, don't stray from the path, or poof, all gone. Don't tell me I'm loading weaponized Ethium. That stuff already blew up an entire planet. Nah, this stuff is much worse. It's Anaker's red plasma gin. One of my favorite tipples. Tastes great in a Martianini. You can take the package from my loadout once you're ready. Okay, gut. Dann einmal kaufen. Ein Getränk, das so instabil ist, dass es in einigen Quadranten schon das Anstoßen mit Gläsern mit dem Tod bestraft wurde. Na gut. Remember, stay in superlight too long, and it all turns to gas. The only way to reset its stability is to go through the beacons. Yeah, I got it. Höhenstärke und Resistenz. Was habe ich drauf? Höhenstärke und Expertise. Nee. Na gut, denn blitzen wir mal los. I recommend heading directly to Sato orbit and restabilizing your cargo. Yeah, I got that. Alec, are you close by? Right behind you, buddy. All right, let's get this over with. Ne, Stabilität geht aber gut runter.
First stop. I'll draw their fire while you tour those beacons. Shooting is off the table for you, right? Well, I still got my devices. Sounds good, dude. Guess I just have to fly into that energy field and see how it goes. So, aber wie funktioniert das jetzt hier? Ach, hier oben muss ich drin sein. Why did it turn off? The beacon seems to have run out of power. That explains why there are more than one out here. Ja, vorsichtig. Und da können wir rennen. Okay, ist wieder voll. Hey Adam, I'm going in. Yippee-ki-yo, mobile fringers. An astonishing display of bravado. Or stupido. I cannot decide. So. Hey, Alec, you're doing a great job out there. You don't know what you're missing, dude. This is so much freaking fun. I hate to interrupt, but we are about to enter territory patrolled by the Oka. All right, time to buckle up. We can do this. Nee, unbekanntes Signal jetzt nicht. You do your thing, I'll do mine. Let's meet up at Cartwright's wake afterwards. Okay, don't get yourself killed out there. Same to you, buddy. Oh, da wäre ich bei einem Minenfeld reingeflitzt. Man muss ja vorsichtig sein. Wo sollen denn die Dinger sein? Hier soll irgendwo einer sein, aber ich sehe ihn nicht. Be advised that Bloodstar units are about to jump in. Won't they ever learn? Our leadership is gone, but they will be avenged. You guys should really have moved on by now. Na. Okay, mal kurz erlauben, mich zu wehren hier. The Horag is flying straight into the patrol. It eludes me how you can put so much faith in reckless behavior like this. I told you, he's a good guy. You better get used to him. I am astonished that you are considering taking him on board your base. Well, that's for me to worry about, Hive. So, vielleicht geht's hier irgendwo nach unten rein. Na gut, da komme ich nicht rein. Muss hier irgendwo... Hier sieht das noch ein Löchlein aus. Ja, schon besser. Und 100%. Wunderbar, dann können wir weiterfliegen. Haben die ja noch nicht mal gut mitgekriegt. Na, Mike. Hey, Ben, you there? Right here, buddy. Listen, I need a favor. An old Horak friend of mine has been ejected from his clan and needs a place to hole up. No problem. We've got more bunk beds than cockroaches. But I'm not sure how Delia's gonna take it. I mean, in her eyes, it could be changing the arrangement that we agreed on. Fair point. She's in her lab right now, tinkering away on my new arm. But I can give her a heads up and ask her to call you once she's done.
Thanks, buddy. Talk to you soon. So, jetzt nur noch zur Schmugglerbasis. Da war ja doch einfacher als gedacht. Finally, the gin delivery. I hope all is intact. Wait for receipt and payment processing. I gotta be honest, I'm a little surprised since I just spent the last stretch coming here dodging OCAR patrols. Only to find an OCAR client on the other end? Well, there are OCAR on all parts of the spectrum. Not all of us are so uptight. I'm Tarjak, by the way. The credits are on their way down the usual wires. Good doing business with you. I'd say that went pretty well. I'll call the boss and tell him that we're done here. About that, Alec. Hello. What can I do for you? Hey, Marianne. It's the pretty boy from work. Can I speak to the boss? I am sorry, but Mr. Kato is currently indisposed. No worries. Just tell him that the gin's in the bin and that the creds should be raining down any minute now. I will pass this on. I was sad to hear that you are leaving our employ. I am? Please enjoy the rest of your life and stay safe and healthy. Also, could you please inform your current partner that he may come to the casino later to receive the information he seeks? Goodbye, Mr. Alec. Bye, Marianne. Man, throwing me out of gangs seems to be a thing. I'm sorry, Alec. Don't be. It's their loss. All right, so what's next? You can meet me at these coordinates. It's a place to crash until you figure things out. Ha! No need to figure things out. Just go with the flow. You sure? Of course. That's the way of the Alec. See you there, Adam. Okay, das ist der Weg des Alex. So, dann schauen wir hier aber nochmal in den Shop rein, bevor wir jetzt hier weitergehen. Aber hier ist auch nichts Interessantes. Gut, dann kann ich gleich wieder abdocken. Now I come to think of it, that was pretty weird just now, wasn't it? Don't take it to heart, buddy. I mean, running away from OCAR patrols just to hand everything over to an OCAR bootlegger. It's crazy. Hey, you remember Tareen? What? You know Tareen? Everyone in my line of work knows Tareen. Me and him, we had some choice days down in Tarashi Mikoto. Is he still drifting around selling weapons? Yep. Constantly plying routes between here and the Kaid system. Good guy. I kinda miss him. And I think I also miss Marianne. Tareen. Stimmt, das war der Waffenhändler, der immer ganz spezielle Waffen haben wollte. Im ersten Teil. Stimmt, der war ja von den OK. An den kann ich mich auch noch dunkel erinnern. Der wollte immer so kuriose Waffen haben, die ich dann immer nicht bei hatte. Und wenn ich sie hatte, dann habe ich ihn nicht getroffen. Dann schauen wir mal. Oh, gibt sogar eine neue Quest hier. Klingt doch schon mal gut, aber hier mischen wir uns mal kurz mit ein. Geht doch. Sehr schön. Bauplan. So muss es laufen.
So. Platz da. Der hat aber Wumms drauf. Na dann, legen wir dich erstmal lahm. Damit es mir wehtut. So. Gut, jetzt guck ich mal. Das ist eine neue Quest. Ja, bin ich mal gespannt. Hi again. I noticed that you put out a job request. Ah, hello. I haven't seen you in a while. And yes, you are correct. This time the job is about Bloodstar. You have heard what happened to them. Depends. Something new? They've disbanded. Their boss was taken out by some maverick upstart. I would very much like to shake the hand of whoever that was. Whoever it was might prefer to keep it on the lowdown. Anyhow, with Bloodstar falling apart, there are other parties interested in stripping the abandoned stations for whatever they're worth. Specifically a certain databank somewhere around Palimon, which is being sought by a client for a high price. I'd do the job myself, but it's a treacherous undertaking. Some old Bloodstar haven't quit the area just yet. Scavenging stations is kind of a pastime of mine. Simply point me the way. You'll be looking for a sizable databank. If you find and return the particular one we need, I will split the bounty with you 50-50. I'll be doing most of the footwork here, right? And I have the contact. You won't be able to sell the package without me. Transfer me all the info you got. I'll look into it. Zeugen der Zeit. Na gut. Finde Server 1, 2, 3 und 4. So, dann gucken wir mal. Wir können ihn hier das erstmal zerlegen und nichts weiter verkaufen, weil ich habe ja nichts mehr. Haha, haha. Dann mache ich hier nochmal eine Schnellreparatur. Und dann erstmal abkopseln hier und gucken auf der Karte, wo das sein soll. Aha. Union ist es nicht. 1, 2, 3 und 4. Aber ich habe hier nur 3 Koordinaten im Ceto-Orbit. Na gut, wir müssen ja sowieso weiter. Ich mache erstmal die Kampagne fertig. Muss nur kurz finden. Da. Weil ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt Alec auch als Begleiter bekommen. Hey, Alec, you want to talk about it? Talk about what? You not working for Cato anymore? Nah, I'm good. If they hadn't fired me, I'd have quit myself. I'm a free spirit, you know? Can't stay long in one place. Besides, I can't wait to see your place. If you live there, it must be lit. Actually, I'm the one who lives there the least. There are others. Nice! I love meeting new people. The forthcoming clash of personality types, locked down on a remote asteroid, should provide some fascinating fireworks. Der Sarkasmus der KI. Ben, Delia, I'd like you to meet Alec. He'll be staying with us. We are gonna have so much fun! Great. It'll be good to have a happy face around. Come on, I'll show you the base. Lead on, half-robot man. Hey, Adam, may I have a word with you? Sure, what is it? This little furry thing is your friend, you say? Oh yeah, we go back. And you brought him here because you actually care for him? Yeah. I still can't figure you out, Adam. But I need to ask you a favor. There was supposed to be a second cargo drone that was shipped along with the one I was in. Any idea where it could have ended up? It's probably at the G&B station where they tried to send you to. I don't know which one that is. I didn't even know they were shipping me into the DMZ at all. I could get the station ID from the servers at Nerea Transit Point, then ask around. I have a few contacts at G&B. Should be no big deal. I need to head back to Prescott soon, but
I can try to slip this in somewhere in between. Thank you, Adam. That would be very helpful. Sure, it's the least I can do. Okay. Details, Wertsache. Mhm. Upgrades. Ja, wir haben jetzt Alec als Unterstützung. Mhm. Kampfunterstützung. Lässt dem mächtigen Alec gelegentlich hereinspringen und beim Kampf gegen Feinde helfen. Aber nur, wenn es ihm gerade passt. Aha. Spirituosen braucht er, um das abzugraden. Okay. Ja, klar, mit ein bisschen Alk ist auch viel angenehmer. So, Credits können wir reinpacken. Das ist kein Problem. Ich habe hier noch ein bisschen was im Lager. Ich kann jetzt noch mal ein bisschen was einlagern, oder? Na komm. Lagern wir hier mal ein bisschen mehr ein. Ich habe ja sowieso relativ viel noch. Machen wir mal richtig leer. Bis jetzt laufen wir ja eigentlich ganz gut. Mit unserem Schiffchen. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben jetzt 2 verschiedene Arten. Dann wärst du Alec, oder was? So, näherer Transitzentrum. Na gut, dann markieren wir uns das mal. Machen wir erstmal die Begleiterquest. If you have time to look for my things, the cargo drone's number should be AAPY-7633. There is a box in there filled with research material and other stuff. It has my name on it. It's Delia Wendo, right? That's an interesting name. Wendo? Yeah, I think it's Japanese originally. Possibly Kenyan. Definitely of Seoul origin. Just let me know once you find anything, okay? I will. Talk to you soon. Ja, ne? Na, ich bin mal gespannt. Müsste ja dann sowieso mehrere Stufen haben, ne? Ja, das sieht so aus, als hätte es mehrere Stufen. Da bin ich mal gespannt, wie viele Spirituosen wir jetzt insgesamt nachher brauchen, um ihn fertig auszubauen. So. This place is a lot more crowded than I remember it. Let's see what this is about. Oh, scrap. It's management's elite squad. Did you not say that you were on good terms with Gradient Brunt? Well, G&B isn't always just simply G&B. Let's try to stay alive for now. Na gut, dann müssen wir uns jetzt erstmal wehren. Bevor ich hier ins Server hacken darf. Geh mir aus der Linse, Kollege. So, wollen wir mal gucken hier. Da haben wir den Server. Na gut, dann rasiere ich halt auch mal die Schiffe weg. So, jetzt warte mal. Machen wir mal so. Gut. Wrackteile. Ich könnte mal wieder ein paar Drohnen gebrauchen. Ich habe mir ein paar Drohnen zerschossen. Ach, da ist ja noch so ein großer Frachter. Na, war der. Ihr legt euch mit der falschen Hornisse an. So. Ja, teleportieren bringt dir nichts, wenn du ein Virus geladen hast. So, jetzt haben wir hier auch hoffentlich mal kurz... Möchte noch jemand?
Ach, ist noch einer da. Na gut, denn... Kein Problem, ich nehme heute alle auseinander. Oh, sogar rote Signatur. Da können wir vielleicht ein paar Spirituosen kriegen. So. Jetzt habe ich hier gleich mit den... Are you certain fighting Gradient Brunt was such a good idea? My database failed to turn up any entries on this elite squad. Yeah, you won't find any. They're a kind of secret thug squad working for head management, all off the official books. Our foreman would threaten to turn us over to them when we didn't fall in line. We're lucky to be alive. I am making a note for further reference. They seem to be moving provisions out of Cedo. I wonder what was going on here. So. Na, dann wollen wir mal gucken hier. It says that Delia's belongings were shipped to Nephthys Station. Guess it's time to pay Officer Shaw another visit. Is he one of the good kind of G&B, or the kind you shoot on sight? I am certain he is one of the good guys. This is becoming confusing. Jo. Maximal verwirrend. Aber das ist normal. So, aber wir haben jetzt noch... 2 rote Karten sogar gekriegt. Ich bin am Überlegen... Wir haben Rahmen, wir haben Kleinwaffen und wir haben Nanofasern gekriegt. Leider keine Spirituosen. Ich möchte echt mal wissen, wie Alec drauf ist. So, aber die sind gleich hier in der Nähe. Komm. Da reiße ich mal kurz um. Wir haben noch Ult. Fähigkeiten so oder so. 90 Raketen. Gut, könnte ein bisschen schwierig werden. Aber ich will die Spirituosen haben. So. Raketenabwehrdrohne. Na gut. Mal gut, dass ich keine Raketen habe, wa? So. Einmal was hochladen. Ja, müssen wir erstmal den Banditen hier abluchsen. Irgendjemand will ja wohl Schnaps geladen haben. Gut. Noch ein Bomber. Noch ein Bomber. Oh, noch ein Minenwerfer. Bleib hier. Du brauchst keine Minen schmeißen. So, und du hör auf, hier ständig Rüstung zu machen. Hilft eh nicht. So, da haben wir den Big Boss. So, für dich machen wir sogar Ulti an. Damit es sich lohnt. Credits habe ich gekriegt, aber den Rest noch nicht. Jetzt. So, dann wollen wir mal gucken hier.
Viele Drohnen kann ich nicht nachbauen, aber ein paar. So. Drohnen alle bis auf eine wieder da. Wunderbar. Mehr haben wir hier nicht rumliegen. Dann schauen wir mal rein. Spirituosen bekommen. Noch mehr Rahmen bekommen. Noch mehr Nanofasern bekommen. Alles Mögliche. Ey, was sind denn das für Outlaws? Nicht mal Schnaps dabei. Schlimm, schlimm, schlimm. So, was haben wir hier sonst? Wir haben jetzt noch einen Zapper. Ich probiere den mal kurz aus. Der klingt eigentlich ganz... Achso, das war das Ding. Ja, nee, das war das Ding. Nee. Dann nehme ich auch die 500er Reichweite in Kauf. Gut, dann können wir ja schon wieder alle zerdeppern. Was ich nicht brauche. Gut. Wir haben noch ein Risikogebiet. Also komm, da wird ja wohl hoffentlich einer Spirituosen haben. Zur Not kaufe ich das. Ja, Shuri, du sagst es. Enttäuschend. Kein Schnaps. Und das als Outlaws. Banditen schlechthin. So. Gleich mal ranfliegen hier. Hallöchen. Erstmal was hochladen. So. Hat sich's gut verteilt. Sieht gut aus. So. Nein, wollen wir nicht. Mine. Das Flachs ist schon geladen, na denn? Ja, irgendwie, ne? Schon enttäuschend. So, jetzt hör doch mal auf, hier rumzuflattern. Nee, war es auch nicht dabei. So, wir können aber noch Drohnen reparieren. Was schießt mir denn da jetzt in den Hintern? Wer wagt es? So, und Boss. Nächster Zerstörer. Na, dann komm mal hier, mein Freund. Nee, will ich nicht haben. Böse Raketen. So. Haben wir noch Wrackteile hier? Ne, die habe ich schon alle eingesackt. So, dann schauen wir mal. Komm, da wird auch irgendjemand Spirituosen bei gehabt haben. Wir haben Bekleidung bekommen. Okay, und noch mehr Rahmen. Ach, ne. War ein Satz mit X, das war wohl nichts. So, und haben wir hier Strahlenlaser, kann weg. Ist schon mal wieder besser als meiner und ist auch schon wieder Eclipse. Ja gut, dann rüste ich es trotzdem aus. Für den paar mehr Schaden nehme ich es mit. Korrosionsrakete, ja, kommt auch weg. Ah, wir werden das schon finden, Shuri. Macht dir keinen Kopf. Irgendein Händler wird das ja wohl hoffentlich verkaufen. Das heißt, ich werde jetzt bei jedem Händler gucken, ob er Spirituosen hat. Und wenn ja, dann wird es sofort gekauft.
Weil mich würde schon interessieren, ob der Elec denn halt wenigstens ab und zu mal kommt. Vielleicht, wenn man ihm mehr Schnaps gibt, kommt er häufiger. Wenn man ihn dann richtig abgefüllt hat, dann ist er permanent da. Ah. So. Müssen wir sowieso hier zur Station, wegen der Quest. Können wir ja gleich mal gucken. Komm, eine ganze Raumbasis haben wir hier. Die werden doch wohl Schnaps haben. Ah, Mr. Roslin. I'm afraid you have come at an inconvenient time. What's wrong? You were just ransacked by our own head management. Blakemore's elite squad removed large amounts of provisions and weaponry from our hold. When it comes to cutting lifelines, this is a new low, even for management. Are you sure they took it all? I recently passed Naria Transit Point and all I saw were a bunch of cargo drones waiting to be scanned. But no one around to move them anywhere. Could be the stuff you're missing. You must be joking. Agnetha sent me all data coming from the transit station. Well, I'll be. You're right, Mr. Roslin. Looks like someone reshuffled our hand for us. Is there anything I can do to repay you for this situational update? Actually, I'm looking for a cargo drone, number AAPY-7633. I was told that it was sent here. Let me check. Ah, I remember. AAPY was part of a shipment containing new medical personnel. We had sent out a request for a new doctor, but only their luggage arrived. Since we had no use for their possessions, we dumped the cargo drone in a nearby junk hole. You might still find it there. Excellent, thank you. Losing a full-blown doctor was just as bad as getting our provisions halved, maybe worse. As it stands, I have 2 miners in medbay with only an unskilled AI operator treating them. So, should you ever find out what happened to the lost doctor, don't hesitate to tell us. I'll look into it. I am certain you will. Godspeed, Mr. Roslin. It was good seeing you again. Okay, gucken wir erstmal nach. Shop. Quantenfalle. Gekauft. Egal was kann, kaufen. Und ich brauche Spirituosen. Ihr habt keine Spirituosen? Oh, auf einer ganzen Station nicht. Na gut. So, die Rahmen kann ich verkaufen. Die brauche ich nicht. Weg damit. Nanofasern weg. Kleine Waffen weg. Und Bekleidung, naja, brauche ich auch nicht. Energieinjektor auch nicht. Und Nanobots klein kann ich auch wegschmeißen. Gibt es vielleicht für die Jobs nochmal Spirituosen? Ja, gibt es denn größtenteils nur Erfahrung und Credits? Nee. Was habt ihr denn hier? Drohnenarchitekt auch plus. Wäre jetzt B9. Hat auch nur ein paar Punkte mehr. Gunship, Stringer. Hier haben wir den nochmal in Stufe 2, aber... Nee. Kein Alk. Das gibt's doch wohl nicht. So, dann wenigstens meine Raketen kurz nachfüllen. Und dann suchen wir weiter nach den Sachen. Apropos, ich habe ja Quantumfalle mir gekauft. Was macht denn die Quantumfalle jetzt überhaupt? Jeglicher Schaden, der vom eigenen Schiff zugefügt wird, auch für 14 Sekunden lang auf dem Ziel mit 40% erhöhter Intensität angewandt. Ja gut, das bringt mir als Drohnenschiff jetzt nicht wirklich, weil meine Drohnen fangen ja den meisten Schaden ab. Das heißt, dafür bräuchte ich dann ein Gunship am besten. Das hat sowieso mehr Panzerung. Na, You mal have gucken. reached the aforementioned junk hole. Seeing this, I wonder if Delia's stuff is still in one piece. Ja, meine Drohnen haben schon mal irgendwas gefunden hier. Kleine Viecher. Haufen Minen. Schnell durchsuchen.
denke mal, das dürfte es gewesen sein. Nee, ist es nicht. War nur mein Frame. Da ist die Frachterdrohne. So, mach das Ding auf. Au. Das sind die Sachen. Delia window. Yeah, this is it. Let's take it back to her. Los, raus hier aus der Seuche. So. Schiff einmal reparieren lassen. Und dann bringen wir ihr mal ihre Sachen wieder. Hoppala. Baseline, la-di-da. Can't you see me? Scrap, is your speech processor glitching again? No. I am reading out file names from one of the storage units inside the box. Don't tell me you're rummaging through Delia's things. It may interest you that the box contains no research material, but mostly outdated media files. Delia will know if anything's missing. You just keep your nose out of it, okay? As you wish. Aha. Ladida, ja, ja. Die will nur wieder ihre Playlist hören können auf der Base. Erwischt. Aber jetzt können wir gleich nochmal die Panzerung wieder aufbauen. Korrosion tut halt weh. So. You're back. It's been a bit of a journey, but is this what you've been looking for? Looks about right. Let me check. A friend of mine called Shaw told me where to find it. He's the chief officer of Nephthys Station. That's where they were shipping you. He's a good guy. Told me losing a doctor put them in a pretty tough spot. Oh, damn it. What is it? Those bastards took my research files. I had made certain that they would be shipped along with me, but G&B must have removed them after they froze me. What kind of research? Medical stuff. You wouldn't... Sorry, I don't want to take this out on you. It just looks like G&B screwed me over far worse than I had thought. So, what were you saying about this Shaw? Forget it. It's not important. They're missing a doctor, huh? I'm not very keen on moving to their base, but I could set up a secure line and talk to them. If they have any medical emergencies, I might be able to assist them remotely. You are aware that they're G&B, right? I do, but I am a doctor above all else. Once again, I'm walking back into my forest with open eyes. It's a reference to a song. At least my books and music are still in that box. It will keep me sane for a while. What kind of books? All sorts. Guilty pleasures, high art, most of it pre-off-worldian stuff. But I like it. Hey, once things have calmed down a bit, I could give you an introduction. I would like that. Good. We have an appointment. Well, I gotta get back to my lab. Thanks again, Adam. You're welcome. So, Mission abgeschlossen. 200 Erfahrungspunkte. Ja gut, dann machen wir jetzt mal eine Schnellreparatur. Und ein Zeugen der Zeit. Und wir haben hier noch ein Mainframe. Na gut, ein Mainframe. Brauche ja wieder 3 Stück. Das heißt, es fehlen noch 2. Ich hoffe, ich kriege jetzt von der nächsten Quest nochmal ein. Aber wir haben jetzt noch ein paar Handelsstationen vor uns. Vielleicht finden wir ja jetzt nochmal einen mit Spirituosen. Bin aber der Meinung, bei der Hauptquest müsste auf jeden Fall im Casino ein Händler gewesen sein, der auch Spirituosen hat. Hoffe ich mal. Weil sonst wüsste ich jetzt echt nicht, wo ich die sonst herkriegen soll. Die liegen ja nicht im Weltall.
Na, mal schauen. Was, dass Spirituosen im Weltall liegen? So, hier soll das Suchgebiet sein. Vielleicht hat auch die Holländerin was. Okay, ich habe einen Knopf gedrückt und der hat was gemacht? Der hat hier was aufgesetzt. Ah, hier ist ein Schildgenerator. Bin zu faul. Nutze ich die Raketen. So, dann hat hier unten noch was auf. So geht's leicht. Hoppala. Du hältst aber gut was weg. Ich merke gerade, ich habe gar keine Drohnen mehr. Ich habe meine ganzen Drohnen zerschossen. So, du auch nochmal. Kein Problem. Und dann würde ich gleich mit... Das kriegen wir auch nochmal. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, bei welchen ich jetzt war und bei welchen nicht. Den habe ich schon erledigt. Ah, ich werde schon irgendwas finden. Ich hatte ja schon mal Spirituosen. Habe ich bloß verkauft. Ich brauchte Geld. Braucht ein neues Raumschiff. The data on this server is beyond retrievable. Yeah, this thing's trashed. So. Halt. Oh. Ein Lokalisierer. Ein Punkt soll hier aber noch sein. Dann nächstes Suchgebiet. Na? Das blinkt hier so schön. Da haben wir Outlaws. So. Kann ich euch in Drohne umwandeln? Nee, leider nicht. Hab ich jetzt gerade was angegriffen? Nee, die sind zu weit weg. Hier irgendwo soll das sein. Was haben wir da unten vielleicht? Aha. Nächsten Spielverderber. Meine Schilde. So, aber... Hier soll irgendwo ein Server sein. Drohne können wir noch mitnehmen. Ich sehe es gerade nicht.
offensichtlich. Ach, da unten geht's noch rein. Ah. Ja, das sieht doch schon richtiger aus. Da haben wir auch das Terminal. Found one of the server locations. Hive, can you run a scan to see if this is the one we're looking for? The drives are completely scrambled. This cannot be the one. Best keep looking then. So, dann fliegen wir mal zur Holländerin. Vielleicht hat die ja noch ein bisschen Alk. Aber erstmal rufen. Da ist sie schon. Say, do you happen to know a Bram DeVint from Cephas Downs? Ha! If I hadn't been married to that bastard, I'd still know that name as belonging to the worst winemaker in the galaxy. He made it common knowledge that grapes grown on Cephas result in nothing more than glorified laxative. How is that fool doing? I'm afraid he's dead. What? What happened? I don't know exactly, but it seems he got lost in the caves underneath Cephas Downs. His ship had these bottles stored and this message for you. Oh, that bloody fool. He ran off because he wanted to teach the universe the joys of a heavily touched palate, but ended up dying for a shipload of sweetened vinegar. Here, I'll buy the whole load from you. That's a lot of credits. Well, lucky you. Now use it to buy something or leave. I need to pour myself a drink. Ja, sie brauchen Drink. Dann heißt das doch, dass sie einen Drink hat, oder? Nur Nanobots. Verkabelung. Nee. Kein Drink zum Verkaufen. Och, Mann. Die hätten mir das so wenigstens geben können. So, Solarkollektoren. Hier haben wir Bloodstar. Nee. Halt. Das kann ich ja verkaufen, nicht zerstören. So, und der Lokalisator. Ne, der kann auch zerlegt werden. Ja, komm. Wenn ich jetzt hier sowieso schon die ganze Zeit durch die Gegend eier. Das ist natürlich ärgerlich. Gut, wir haben wenigstens ein Upgrade für uns freigeschaltet. Ultimative Ladung. Während das Schild unten ist, wird die Ult um 100% schneller aufgeladen. Aktivierung der Ult repariert sofort 50% der Panzerung und entfernt alle negativen Zustände. Oder kritische Treffer haben eine 30%ige Chance, die Ult um 1% aufzuladen. Unnachgiebiger Angriff hört sich aber für mich noch am besten an. 50% mehr Panzerung, einfach mal so. Warum nicht? Warum nicht? Das heißt, dann können wir uns sogar noch mal gegen reparieren. Aber auch die Holländerin. Nichts schlimm. Gut, machen wir erstmal weiter mit der Quest. Müssen wir noch 2 Serverdaten besorgen. Okay, Shuri, dann bis bald und viel Spaß. Also sie hätten noch die Raketen aufmachen müssen. Obwohl, hey, machen wir so. Ich glaube, der ist kürzer, oder? Nee, der ist kürzer. So, Outlaw-Drohne. Na komm. Machen wir kurz drin.
Daten übertragen. Ult ist ab. Und schon kriege ich doch bestimmt ein paar Wrackteile. So, dritte Drohne. Haben wir auch noch eine. Na, ich komme noch wieder zu meinen Dröhnchen. So, jetzt können wir auch weiter flitzen. Ja, nee, du kleine Sniper-Drohne. Du bist in meine Reihen aufgenommen. So, da ist noch eine. Gut. Ja, mit voller Drohnen-Company kein Problem. So, auch nochmal einen schönen Gruß da lassen. Passt. So, hier haben wir noch ein Wrackteil. Und jetzt muss ich mal gucken. Wo muss ich jetzt erstmal hin? Da sind Minen. Da soll ich aber gar nicht hin. Da soll ich hin. Jetzt mal, wenn man sich von Kampfgebieten ablenken lässt. Aber ich glaube, ich sehe schon, wo ich hin muss. Schaffe ich es hier durch? Ja. Brauchen aber irgendwo... Irgendwo müssen wir das Schild zerstören können. Hier ist auch noch. So kommen wir da nicht ran. Wo kann ich denn hier jetzt das Schildgitter deaktivieren? Ich müsste man ja der Verkabelung folgen, ne? Aber die Verkabelung ist untereinander. Komme ich hinten vielleicht hier rein? Jetzt sieht ja aus, als wenn wir von hier aus reinkommen würden. Ja. Und hier haben wir einen Container und da haben wir auch das Ding. Womit wir auch die Schilder auflösen können. So. Und hier haben wir das Terminal. Interesting. Is this the one? No. However, I am reading some curious file details on a previous transfer to a new location. I'll keep looking for more servers. Na gut, dann einmal rüber. Auf zum nächsten. Und hier soll er sein. Oh. Na, daneben. Jetzt. Und zurückschmeißen. Na komm, dann schmeißen wir noch mal einen zu. Dankeschön. Und da hast du ihn wieder. So.
Ne, irgendwo rein müssten wir. Irgendwie hier müssen wir reinkommen können. Wo haben wir dann... Ah, hier. Sprengen erstmal die Türchen auf. Okay, das Terminal war ja sogar simpel. Es war recht simpel. The memory has been wiped. Yeah, by the archive admin. When was that? The timestamp is unreadable. Let's see what the other servers have in store. There are no more server locations, at least none highlighted by the trader. Huh. Wasn't there anything you could glean from those other drives? There were some remaining files of historical interest dating to the time of the Okar incursion of Palimon. I came across numerous entries authored by the archive admin, some written decades apart. Could it be the same person? The author states that they arrived in Palimon as a mere miner, but wishes they had stayed on Everspace, where they felt more at home. I do have a record of a mining station in the vicinity of Erkunden. Here are its coordinates. Well, it's a long shot, but maybe that's where they transferred the databank. Let's check it out. Na gut, denn... Auf zur verlassenen Station. Noch ein paar Raketen übrig. Zur Not kann ich mich nochmal wehren. Und man könnte jetzt eigentlich mal ausprobieren, ob die Ulti was taugt. Mit der neuen Fähigkeit. Ich will sie halt jetzt nicht in irgendwas einfach reinwerfen. Na, mal schauen. Irgendwas Großes werden wir noch finden. The station appears to be abandoned. All the better, I suppose. So. Einmal kurz alles anziehen. Und wer schießt hier auf mich freiwillig? Ich schieße auch freiwillig zurück. Kein Problem. If the trader was right and the data he's looking for still exists, this place is our last chance of finding it. All right, Hive. Hold tight. I'm heading in. Who are you? How did you find this place? Don't move. I've got my crosshairs trained right on you. I thought it was a simple question. Why does everyone have to be so jumpy nowadays? Come now, relax. There's enough calamity at play as it is. Are you referring to the disintegration of the Bloodstar gang, or the general state of the DMZ? The former, obviously. Damned Bolton. It was bad for a while already, but it got worse once he took over. Bolton? People called him Gas Mask. Not that anyone would call him that to his face, of course. He was disfigured, bitter. Oh yeah, Gas Mask. Doesn't quite earn my sympathy. What would you know about any of this? You've encountered him? I don't want to get into it. I'm just looking for a particular databank. I'm working on the assumption that someone brought it here ages ago. Whoever archive admin was. Yes, that was me. I suppose G&B hired you in order to ascertain the remaining resource value of the region. We mined on Palimon during the war. We knew the risks, but then G&B failed to extract us from the encroaching battlefront. When the dust settled, the only ones left were the few of us who hid deep in the shafts. The databank you're looking for is more than simply log records and resource locations. For G&B, it's a historical stain on their reputation that needs to be erased unless they're ever taken into account. For us, it's where we came from. It's who we are. Or what's left of you. Bloodstar's finished.
You seem pleased enough about it. You know, we weren't always on the wrong side of affairs. I was the gang historian, but my job was more than keeping files. It was onboarding new recruits to our code. It was keeping the continuity. Now, there are none left to carry the flame. Some are joining new gangs and leaving their old allegiances behind. Some are trying to flee the DMZ altogether. All that remains are the stories. Take the data bank. I'm not equipped to resist you in any case. But keep in mind, the drives are antiquated and cumbersome, and compatible with newer technology. The whole data bank needs to be physically removed from the back of the station. I only want to live out the rest of my time here in peace. That is quite a heavy tale. Thanks for sharing it. Just get out of here. I've done all I can. My life's work is over. Hey, take care out there. Whatever. Okay. Dann wollen wir mal abdocken und uns das Archiv holen. Obwohl, halt, ich hätte ja gleich... Moment. Docken wir nochmal an. Hallöchen. Bin nochmal da. Achso, ich kann bei ihm gar nicht Hülle und so weiter nachkaufen. Okay, hat sich erledigt. Sich erledigt, na gut. Dann holen wir uns mal die... Bloodstar code updated 0703-3045. Care, camaraderie, coexistence. The Bloodstar Oath is amended to include squadmate responsibility for widowed and orphaned members. Okay, that's interesting. So they did have some form of social code. Pull me up another. 1712-3048. A crew of 15 found malnourished after being forced from Union. 2 weeks rest and recuperation offered. A number already expressing interest in joining our ranks. Well, they can't have been all that bad if they were rescuing starving crews. I wonder where it all went wrong for these guys. Let's try another. 3011-3055. Man-at-Arms Bolton again challenges the chief for leadership. The council intervenes to remind Bolton of the electoral process which has existed since the gang's founding. Bolton is reprimanded, but remains defiant. Sounds like a slide into a dictatorship. I reckon we did Bloodstar a favor by ridding them of gas mask, even though it meant their undoing. Hive, I need to reconsider this. I mean, what's G&B gonna do with all this but mine it for resource data and erase the rest? We have a choice here. Return the data to the old-timer and let him finish his life's work, or cash it in for a healthy profit. So. You have returned. Yeah, I've had a change of heart. I think you should keep the data bank. Let's just say I might have learned a new appreciation for history. Tell me something. I've been wondering. Are you him? What do you mean? Come on, there aren't many fighters out here who could have picked a fight with Bloodstar. So are you the guy? Is this for the record? On the final page. Yeah, I'm the guy along with Dexter Bashar who killed Bolton. Gas mask. We were taken hostage and tortured. Dexter Bashar. Be sure you get that name right. Nasty business. I was never keen on the hostage taking. Bolton was the reason it all went to hell. Maybe one day you'll be able to rebuild Bloodstar how it used to be. No, it's just a story now. You've shown heart by helping to preserve it. Thank you. Mission abgeschlossen. Gut. Dann haben wir das jetzt soweit alle durch. Dann gucken wir mal. Wir müssen ja jetzt sowieso wieder zur Union Bridge. Ich meine, das war jetzt im anderen System. Dann müssen wir mal gucken beim Casino. Also ich werde jetzt auch alles andere ignorieren. Wir können jetzt hier vorne nochmal beim Händler dann gleich gucken. Die aktualisieren ja ab und zu mal ihr Angebot. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie ich das jetzt triggern kann oder von welchen Faktoren das abhängt, aber da haben wir Glück und er hat schon ein neues Angebot.
Wir sind ja schon ein Stündchen wieder unterwegs. Dann schauen wir mal. Ne, nicht abbrechen hier. Ich will schon weiter durch. Aber mir irgendwie das Gefühl, ich werde hier gerade gejagt. So. Na warte. Looks like I've got company. Gut. Jetzt kann ich mich auch hoffentlich in Ruhe hier hinsetzen. Und einmal kurz alles nachfüllen. So, du hast doch jetzt bestimmt Spirituosen im Verkauf, oder? Er hat Spirituosen. Wie viel brauche ich? 10. Okay. Die 10 sind gekauft. Kein Problem. Jawohl. So, Alec. Hier kriegst du dein Alk. Abgeschlossen. So. Rüste Alex Schiff mit mächtigen Coilguns aus. Eine Coilgun und Credits. Okay. Credits kannst du haben und irgendeine Coilgun. Ja, gucken im Shop, ob er welche hat, aber an und für sich können wir auch welche herstellen. Das ist nicht das Ding, das ist eine Primärwaffe. Ja, dann hergestellt. Akzeptieren, ich brauche noch nicht mal gucken. Gönne ich dir fürs Upgrade, bitteschön. Okay, und was brauchst du jetzt? EMP-Raketen. Nochmal Credits und EMP-Raketen. Oh, gut. Kriegst halt nochmal starke EMP-Raketen. So. Akzeptieren. Upgrades. Und dann machen wir mit dem Upgrade in einem durch fertig. Kein Problem. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Also das waren ja jetzt wirklich zwei simple Sachen. Gut, wir haben hier noch das Zeto-Signal. Bloodstar. Starker... nee, kann ich wegmachen. Kann ich wegmachen. Sortieren wir nochmal. Ich müsste sowieso mal gucken, ob wir nicht unsere Waffen mal langsam upgraden können. 2 neue könnte ich machen. Das ist so die Frage, lohnt sich's? 18, 19, 18, 16. Ich bräuchte jetzt dringend mal neue Panzerung. Am besten Höhlenstärke habe ich hier drauf. Na gut, dann gucken wir mal. Module. Und dann wollen wir Höhlenpanzerung haben. Einmal herstellen. Präzision und Resistenz. Nee, gucken wir nochmal, ob wir es nochmal vielleicht besser kriegen. Höhlenstärke und Resistenz. Und minus Kollisionsschaden. Ausgerüstet. Wunderbar. Genau das wollte ich doch haben. So, dann kann ich die anderen 2 hier schon mal zerlegen.
Das heißt, wir kommen jetzt auf eine Panzerung von 2505. Gut, mehr kann ich leider nicht upgraden, weil mehr haben wir jetzt gerade nicht. Obwohl, ich könnte nochmal die Stufe... Nee, kann ich nicht, weil es rot ist. Da haben wir nichts Rotes mehr. So, jetzt ist die Frage, wo ist das? Eigentlich müssen wir zum Sprungtor, aber komm, wir gehen nochmal kurz zum Risikogebiet rüber. Wir brauchen schon das rote Zeug. Ohne das ist ja kein Vorankommen. Weil das meiste meiner Ausrüstung musste jetzt auch bald wieder aufgewertet werden. Schauen wir mal. So, fliegen wir hier gleich rüber zu den Sniper-Drohnen. So, ich darf doch mal. Das hat doch ganz gut geklappt. So. Okay. Da haben wir noch einen dicken. Trotzdem recht viel Weißloot. Eine Sniper-Drohne haben wir noch. Lass du mal auf meine Drohnen zu snipen. So, und dort kommt der nächste Boss, der mich natürlich beim Anmarschieren trifft. Na, warte. So. Es geht mittlerweile sogar recht zügig von der Hand hier. Gut. Das war das Risikogebiet. Dann kann ich jetzt nochmal... Achso, ich soll... Ja. Weil wir jetzt schon hier waren, muss er hier jetzt wieder zurück. So. Aber Elle kam jetzt noch nicht. Naja, der kommt ja auch dann, wenn er mal möchte, ne? Der kommt bestimmt erst, wenn er alt hier ist. Na komm, wir gehen noch mal ein paar Credits machen. Na dann. Was hatte ich denn jetzt hier im Log? Kein Problem. Kann ich gleich weiterfliegen. Sind wir doch mal ein bisschen nett gewesen. Ja, das kann vorkommen. Das kann vorkommen.
Na, ich bin auch am Überlegen, da nochmal anständig reinzugucken. Hatte ja letzte Woche am Start, am 2. hatte ich ja dann mal ein bisschen reingedaddelt. War eigentlich so okay. Also ich sag mal so, für Story durchspielen auf jeden Fall. Wollen wir mal gucken. Vielleicht mache ich jetzt die Tage nochmal einen unplanmäßigen Stream. Eine Runde Diablo. Weil weit bin ich ja jetzt nun wirklich auch nicht gekommen. So. Ja, aber es ist mit Story-Elementen immer ein bisschen komplizierter. Beim Zusammenspielen. Mobs dürften einfacher gehen, aber... mit der Story ist das dann halt immer so ein bisschen bei solchen Spielen schwierig. Well, look who it is. You're dealing with me from now on. Hi, Daryl. So, now I get to know where Maddox is for real, right? Yeah, he leases the biggest hangar in Avonrest, a settlement here in Union. But so far as what kind of reception you're gonna get when you arrive there, we hold no responsibility. Maddox has good reason to be a deeply paranoid individual. Who else has been looking for him? Hard to say. It's just murmurs on the wavelengths. Okay, see you around. Ja, ich will mir sowieso erstmal angucken. Story ist ja dann erstmal abgegessen. Oder ich möchte dann die Story erstmal abessen und mal gucken, wie das Endgame wird. Das wird mich mal so eher so ein bisschen interessieren, ob es sich wirklich lohnt. Weil bis jetzt würde ich eher doch zu Diablo 3 noch weiterhin tendieren, anstatt zu Immortal. Man merkt halt, dass es für ein Handy gemacht worden ist. Und wenn ich in Late Game bin, dann hätte ich damit auch kein Problem. Bloß erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Vielleicht wird's ja noch. Story auf jeden Fall interessiert, tut sie mich schon. Aber wie gesagt, ob das Late Game mich zufriedenstellt, das wäre so eher so die Sache. Wo ich dann frage so, wo ich dann doch eher wieder zum Oldschool tendiere eher. Aber mal gucken, ich habe ja das Late Game ja noch längst nicht erreicht. Ich habe ja nur ein paar Stunden reingesetzt. Und bis jetzt ist es halt noch sehr storylastig. Also noch nichts mit Farmen oder ähnlichem. Ja, das stimmt auch wieder, ne? Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht so. Wie gesagt, ich gucke mir das noch mal ein bisschen mehr an. Aber ich muss davon selbst überzeugt sein. Weil, wie gesagt, gerade wenn es immer Free-to-Play ist, ist immer so diese Schiene.
Wo ist dann halt sozusagen das, was sich für den Server rentiert? Also sprich die Sachen, die dann halt auch was nebenbei kosten. Wie viel musst du investieren? Musst du was investieren? Und. Und naja, momentan bin ich sowieso erstmal überflutet worden. Das alles neu und du kriegst noch das, du kriegst noch dies, du kriegst noch jenes. Und das war so schon der erste Punkt, wo ich dann so gedacht habe, okay, gut. Da muss man sich erstmal mit reinfuchsen. Das hat mir jetzt zu Anfang nicht so gefallen. Weil das bringt dich dann halt auch so ein bisschen aus der Story raus. Aber mal gucken. Jetzt hat sich ja jetzt erstmal geregelt. Jetzt kommt ja jetzt eigentlich nur noch Story-Part. Und danach will ich mir dann das Late-Game mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ob es sich wirklich lohnt, ob ich das dann auch wirklich mal zwischendrin mal zocken werde oder nicht. Aber das stellt sich ja noch hin raus. Ach, guck mal hier, da hätten wir 172 Spirituosen können. Super. Gut. Wusste doch, irgendwo kriegt man das doch bestimmt her. Gut, dann wollen wir uns erstmal treffen hier. What can you tell me about Avonrest? Unfortunately, there is nothing in my latest iteration on Avonrest. If you had allowed me to update, I would perhaps be able to tell you more. But I can at least ascertain that it is an unofficial category of location, given there is no record. State your business before entering. I'm just here to check out the leasing on some hangar space. Do you have an appointment? Not really, I was just hoping to knock around. Well, the Coalition operates a clean enterprise, so we don't want any trouble, okay? Huh, the Coalition running the place and no trouble? That's a change for them. I'll have to ask Alec what happened between him and these guys. Ja, wie gesagt, das will ich mir aber selber dann nochmal reinziehen. So, you found me again. Look, I just want to talk. Where is Dax? Where's his body? I buried him on Rhodia Station. The base, so you know. Don't shoot. I have something to show you. I'm going to reach into my belt. Slowly. His biochip. How can I be sure it wasn't you who killed him for that? I shared a cell with him and we escaped together. I helped him get the base set up again while he made plans to reach you. Give me that thing. You got me. I guess I ain't as spry as I used to be. Yeah, right. How about I ask the questions now? This chip, what does it lead to? You mean he didn't tell you? Dax offered me a cut. Said it was a once-in-a-lifetime opportunity. And this rig you're building here just confirms to me that it's a big Viridium mining operation. Hold on there, fella. Don't you know what the Okar would do if they heard there was even talk about Viridium mining? Strictly prohibited by the treaty. Look, are we gonna cooperate or not? What are you doing? Well, you seem like a decent enough kind of guy. Come on upstairs and let's have a proper talk. You've come at the worst possible time or the best possible time. I ain't sure yet. But I do know I'm short on friends at the moment. With the Okar on the threshold about to kick the door down, and from what I hear, the G&B scouts chasing down rumors of my whereabouts, things are looking tight. Have a drink. The craft that took out Dax had a G&B signature.
That's no surprise, but to be honest, I got everyone breathing down my neck at the moment, and the local situation here is getting bad. The Okar are becoming pretty testy. Yeah, I know, and I can't launch. If they get one sniff of this rig, my ass is grass. So, you came all this way. What's your big plan? No, this is as far as the plan got. Ah, damn it. I was hoping you had an idea. Tell me, this Viridium find, think it's worth it? Oh, hell yeah. I've been waiting years for this. One quick excavation and we'd be set for life. And all you need to do is get this freighter off the settlement without the Okar seeing you. I'll have to figure out some way to slip you out unnoticed. Boy, you are gonna be one of the richest men in the galaxy. So you've spent years putting this freighter together. Yep, while Dax was back at the base twiddling his thumbs. But it was all part of the plan to keep the team separated until the time was right. Who else is in your team? You don't need to worry about that right now. Unless you get me off this station, the plot ends here. I hate to say it, but that won't be easy. You're flying a Viridium mining rig. The Okar can smell a setup like this from light secs away. You seem to know a lot about these things. Any ideas on how to fix it? Well, the only way to fool the Okar would be to encrypt all sensory information coming from your ship. Optics, chemistry, it even needs to taste like cheap steel when you lick it. You'd need something like a material encryptor. That's right. You know that sort of tech doesn't really exist, at least not out here. And that's wrong. There's at least one person who designs such things, but both Kato and I have always been careful not to do business with him. I think I know where this is going. Hey, you're good at pestering people. You even got me to come around. This guy has a station near the ice planet Volta. Follow these coordinates and you'll find it. You know, I'm putting my faith in you over this, Maddox. Like I said, it'll be worth it. Na gut, dann wollen wir mal gucken, ob sich das lohnt. Und falls es noch nicht zu spät ist, dann viel Spaß, Mike. So. Springen wir gleich weiter. Alec, you read me? I've been on Avonrest. No freaking way, really? I was more surprised to run into the Coalition. They seem to be running the place now. Weren't they your gang once? Back when they, were still a gang? Yeah, they changed. Went mercantile. I had a meaningful sit-down with the Coalition boss, at least that's what she called it, and we mutually agreed that my skills would be better applied elsewhere. So you parted on good terms? Well, she smiled when they waved me off, and they told me never to come back, so I'd say yeah. Part of my kin still live on that station, along with some very good people. A lot of them broke, stranded, and can't get home. Hey, why not tell them I said hi? I'll do that. Just need to get through another gig first. Always busy, that man. I respect that. Ja, das ist ja gut, dass es niemals zu spät ist. May I inquire why we just jumped into empty space? Because there's a space station over there? My sensors detect nothing. Good day there, Adam Roslin. It's been a while since I had a clone come for a visit. Okay, I don't like where this is going. Where what is going? Okay. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Autsch. Ja, wo ist denn Doc? Achso, so rum. Alright, Hive, I need you to focus. Run your sensors again. What is this place? Mostly, it's just smoke and mirrors. All it takes is a wave of my hand. My sensors are overclocking. And it's gone. You may call me Fallon Pango. How can I help you, Adam? Cut the act. Don't mess with my ship. And how the hell do you know about me? As secrets go in the DMZ, yours is not a very big one. Just take the Colonial Fleet.
They can't post warrants for you since no one is supposed to know that you exist, but they still talk about you a lot. That doesn't answer my question. You could say that I simply like to listen to the waves passing through the ether while I tinker away on my devices. You can't just turn on the radio and tune into encrypted fleet talk. You're some kind of hacker. Who else knows about me? That depends on why you've come to see me all the way out here. I'm looking for a material encryptor. For whom? Can't say. Tit for tat. Nicely done. I can offer you a version for 20 credits, the other for 2 million. Both do exactly the same. Then what's the difference? The cheap one is sponsored by a third-party provider to reimburse me for its rare components. The other is exactly what it would cost without them. I am not buying the one for 2 mil. Of course. I'll just remove it from my loadout then. Okay. Na, mal gucken, ob der überhaupt This klappt. is the hardware module. The drivers are transferred directly to your ship. Thanks for doing business. My pleasure. Take care, Adam. Das riecht doch schon gegen ihn. Aber geil getarnte Schiffe da. Na dann wieder zurückflitzen. Are you tired of being picked on? Then why not treat yourself to a Salver Pulse 9000? Salver Armament Group. Because even a loser deserves a good laser. What was that? The signal is emanating from my own systems. Serves me right for buying cheap scrap from a hacker. I am running diagnostics. Attempt jumping again. Ouch, my teeth! Sorry, kid, but you've got cavities. Oh, again? But don't worry, try Footnax. Footnax hand lotion. Your teeth deserve it. The messages are triggered by the new software. Can you disable them? Not without deleting the entire package and rendering the encryptor useless. I need to have another word with that Fallon Pango guy. Hey, you didn't tell me that the encryptor came with ads. As I said, its main component is very rare. It's the only way I'm able to sell it for such a low price. If you cannot pay, you either have to live with the commercials or find a replacement. What kind of replacement are we talking about? A very old one. If you feel adventurous, you can go to these coordinates. You will immediately know what I want when you see it. In the meantime, I'll remove the cheap module from your ship. Guess I have no other choice. Okay. Dann fliegen wir mal kurz dahin. Aber einen kurzen Umweg können wir doch mal kurz machen, oder? Ein Notsignal kann gehen. We're being attacked. So. Übertragung haben wir. Erster sogar schon down. Wunderbar. Kommen noch mehr? Okay. Dann nochmal neue Dröhnchen.
da ist noch ein Bomber. Na, warte mal, lieber Bomber. Erstmal einen kleinen EMP, damit ich besser beschießen kann. Jetzt dürftet ihr glücklich sein. Kein Problem. Na, gab wieder nur 2000, aber egal. So, dann können wir gleich weiter. Ab zum Schleiertal. Nee, komm. Noch mehr Umwege machen wir nicht, sonst hängen wir gleich mit Werbung fest. Ganz schön heiß hier. This must be the place. Where do the hackers' coordinates lead? To a cave entrance below. Another cave. Hopefully without crawlers this time. The Sprengsatzsockel. entrance is blocked. You will require a detonator to get through. Didn't I see a G&B dig site when we flew in? Bet I can borrow one from them. I assume steal one would be the more appropriate phrasing. This isn't an ordinary mining operation. Hive, do you see that? If by that you are referring to the ancient structure up ahead, I would be able to offer some information. The ancients were believed to be higher beings, distantly related to and revered by the Oka. They ruled over a powerful and far-reaching empire, yet they mysteriously vanished from historical record some millennia ago. You don't have to tell me. I painfully remember our previous encounters with them. G&B should know better than to risk a run-in with an ancient warden. So. Na, da haben wir auch die Sprengsätze. So, ich mal wieder... Nein, das war verkehrt. Au. Ja, das war nicht geplant. Ich hoffe, das reicht, wenn wir jetzt nur einen Sprengsatz mitnehmen. Dass wir nicht noch mehr brauchen. Aber sieht gut aus. So, vorsichtig draufsetzen. Aktivieren. This should do it. You in the mood for some more spelunking, Hive? I do not have moods, but modes. Activating indoor navigation mode. Ah, don't pretend you can't be moody, my friend. You may even be the moodiest AI I've... Activating pilot ignoring mode. So, aber das ist hier so dunkel drin, ich sehe gar nichts. Ach, hier. Oder? Ne, von hier sind wir reingekommen. Hier unten geht's weiter. Ha?
Ja, die Tempel kenne ich. Rune der Agents. What is this? Well, you tell me. I have no data regarding anything like it. This must be the place the Bovis hacker asked you to find. I'm afraid you're right about this. Any signs of some incredibly rare object nearby? My sensors are unable to detect anything in here. It would appear you are on your own. The cube snapped into place. Interesting. Okay. Das waren ja damals die Rätsel. So, hier haben wir nochmal Trümmer. Die können weg. Ein Z haben wir hier zu sehen und... Keine Ahnung, was hier ist. Ich kann ja auch nichts greifen. So wie es aussieht, brauchen wir noch 2 weitere. Gut, die war ja jetzt nicht schwer zu finden. Das heißt, die können wir ja irgendwo ansetzen, hoffe ich mal. So. Von dem sind wir gekommen, ne? Ich glaube schon, oder sind wir von dem gekommen hier? Nee. Hier sehe ich aber auch nichts weiter. Hier liegen Steine rum. Warum liegen hier Steine rum? Wofür? Und warum? Ah, weil da unter einer ist. So, erstmal freiräumen und dann grabben wir uns die Rune. Das waren ja so damals die OP-Waffen. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Die aber auch immer einen Nachteil hatten. There must be some logic to the distribution of these boxes. Maybe if you calculate all possible solutions, you could come up with an answer. Or just have a look around and figure out the only one that works. Ja, also Hinweis haben wir hier. Bloß wie ich das ausrichten muss, weiß ich noch nicht. Ich werde mal kurz gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das müsste dieses komische A sein, ja. Dann müsste das H werden. Also das hier. Das hier müsste wieder dieses A werden. So, und das hier müsste das Z werden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh, scrap! This is so forsaken Warden. Oh, wie ich den gehasst habe damals. Fusing with that cube.
Dann schauen wir mal. Ich will jetzt nicht alle meine Raketen auch lösen. Dass ich meine Drohnen mal richtig Power machen hier. Immun gegen alles. Gut, jetzt geht er wieder da rein. So. Na, komm schon. Die zwei da noch. Au. Tut doch weh, Mensch. Eindeutig falsche Bewaffnung bei. So. Hoppala. Na komm schon. It is collapsing. I recommend gaining some distance. We're still alive. This warden was different than the ones we encountered in the past. For one, it did not posthumously turn into a black hole. Yeah, I remember. Better wrap things up around here before it remembers too. 10 to 1, but this is what the hacker's looking for. Time to get out before another warden shows up. Na gut, dann wollen wir raus hier. Let's take whatever this thing is back to the hacker and never come back here. I agree. Hier haben wir kein Item gekriegt. Das ist bestimmt unter Daten, ne? Besondere Gegenstände. Artefakte Agents. Na gut. Wo ging's hier raus? So duster hier. Das sieht halb falsch aus. Kehrtwende. So, jetzt nochmal gucken. Hier rum. Hier rum. Hier durch. Hier durch. Ah, hier ist das Loch. Well, that was fun. Let's head back to Fallon Pango. Na, dann wollen wir mal gucken.
War ziemlich weit weg gewesen. Na, sind ja jetzt gleich da. Und ich hoffe, ich darf da meine Raketen und alles nachkaufen. Is this what you wanted? You found it. Care to swap this for a material encryptor? Certainly, but please be careful with it. It took me a long time to perfect it. Say, with all this information you're hoarding, what can you tell me about a man called Maddox? I assume you're referring to Henley Maddox, the comrade of Dexter Bashar, whose signature was broadcast alongside yours when you were held by Bloodstar. That's the guy. I don't know much. He's a very private person, and always avoided doing business with me. I understand he killed his superior during the recent war, and is now searching for something very valuable. But the only objects of real value are ancient things, like the one you just brought to me. Ancient and dangerous. The Okar are guarding these artifacts closely. By the way, you may care to know that they are already on the move. Who? The Okar? Yes, a raid on Avonrest. It's been on the wavelengths for some time now. Since that's where you flew in from when coming here, I assume that is where your friend is hiding. Oh, scrap, gotta go. Don't be a stranger, Adam. Okay, na dann müssen wir Gas geben. Ich schau vor nochmal und zerleg Müll. So. Und dann schauen wir mal, ob wir das... Come in, Maddox. The Okar are on their way. He is not responding. Let's just hope he's ignoring me and the Okar haven't gotten to him yet. Na trotzdem, wir fliegen ja schon eine halbe Stunde hier. Ja, kommen wir noch rechtzeitig? This is an announcement to all settlement occupants. We are conducting a routine raid. Do not hinder our access to storage facilities and vessels. Scrap! The Okar are already here. I need to get to Maddox's hangar and transfer the software before they can scan him. You have no authority to barge in on us like this. We are a peaceful settlement and have complied with all the regulations. We are the authority here. Those who impede our investigations will be dealt with severely. You made it back. If the Okar figure out what kind of ship I got here, I'm toast. Did you get the encryptor? Yeah, transferring it as we speak. Great. Now the Okar will probably register a change to the roster once I upload this to my systems. Try to keep them off my back long enough so I can get the whole shebang running. I'm not so sure about taking on the Okar. They'll be here any minute. Come on, kid. We're in this together now. Once I'm out, I'll meet you back at Rhodia Station as soon as I can make it. Well, alright. Let's do this thing. Na gut.
detected a registered change in one of your vessels. Engage units for intercept. Check again. None of my people would... Oh, scrap Maddox, you idiot! We should have never taken you in. Okay, Adam. The encryptor just started overriding my systems. Shouldn't be long before I can launch. Here comes the lizard parade. Ja, wollen wir schauen hier. So, hier lade ich mal ein Virus hoch. Plugs hätten wir jetzt auch zur Verfügung. So. Another to Stardust. Ah, ich halte mich noch okay. Noch. Wohlgemerkt. Ich kann langsam neue Dröhnchen gebrauchen. So. So. Vielleicht hilft das ja, wenn wir jetzt die Fregatte hier einfach mal rausnehmen. So, dann müsst ihr runterticken. So, den laden wir ein Virus. So. Kriegen wir sogar neue Dröhnchen. Ja, selbst für den Jump schaffst du es nicht. The sheer level of trouble you are in is without precedent. Scrap, I'm screwed. Hey. What the... Ah, you are awake. We meet again, Mr. Roslin. Oh, what? We haven't? I can never tell anymore. So many crossed paths. Anyway, I am well acquainted with you in the Roslin line. My ship is in the docking bay, returned by the Okar authorities who handed it over to me along with your good self. It was you who raided the Bloodstar base. Yes, looking for you. I've had quite a difficult time finding you. You need me for something, or I'd be dead already. Acutely observed, Mr. Roslin. After all, you shouldn't exist. Part of my remit was to erase every trace of the Roslin cloning facilities in the DMZ. Hundreds of loose cannons like you roaming the region and causing problems. Something had to be done about it. I can't help what I am. Don't expect pity from me. It's lucky for you that more serious matters are afoot. Pull up case file G72-844. Do you know who this is? Yeah, Oscar Blakemore. He's the G&B director for all the DMZ operations. Good. And this? I only heard about it, haven't been there. Vesna mining colony in the Zarkov system. G&B regional headquarters. Good. So you seem to have some idea of the astropolitical situation in the DMZ. Look, what's this about? This is about you, Mr. Roslin. That isn't me. No, but that is Adam Roslin, Blakemore's right hand.
You want me to be him? Exactly. I need you to infiltrate the mining colony as the other Adam Roslin and gather some information for me. And in return? I let your base stand. I let you live. I guess that's good enough incentive. I think I might have encountered him. When? Not long ago. The jump gate at Union Bridge. Well, it must have been him, since you are the only 2 Roslin clones remaining. Only 2? That's right. The cloning stations have been offline for some time now, and many clones were identified and intercepted attempting to reach the homeworlds. We couldn't have that, could we? And now there is just the other Adam Roslin, who is an agent for G&B, and you, who I can't really figure out yet. You are already in a difficult position. It is time to be clear about your allegiances. You can rehabilitate yourself with the fleet and we can leave you in peace. Or, I can put you and your companions on a high-priority eliminate list. Which will it be? I would take the common sense approach. Good. I have someone on the inside at the mining colony. She'll walk you through. So, we have an understanding. Yeah. I am pleased that our little discussion has proven to be a constructive one. Using the main jump gate to the Zarkov system where Vesna mining colony is located will not be an option, as you will be immediately registered. There's a smuggler's route I've heard of. I know someone who can get me through. Of course you do. Our agent will send you instructions once you are through to the system. My technicians have uploaded further instructions to your Hive unit. You will require some extra coaching in order to convincingly portray the other Roslin. In the meantime, you and I will need to maintain radio silence until the task is finished. If you are discovered, I will deny any knowledge of your existence. And as a fugitive Roslin clone, I will be obligated to hunt you down. I have no intention of getting caught. Having a colonial cruiser this close to your home base may cause irritation for your companions. You're right. I better check on them. Na gut, dann gucken wir mal. Oh. Zum Glück gibt's Schilde. Adam, what the heck is going on? Why is there a great big colonial cruiser at our door? They were my ride home. I realize this looks bad, but maybe we can play things to our advantage. First things first, has Maddox shown up? You were expecting more company? I was hoping, but maybe it was too much to expect a mercenary like Maddox to follow through. Circumstances have changed. I'm in a real bind now. I need to do a top-secret job for the fleet. If I pull this off, we'll be given some kind of reprieve from the colonial authorities. But I don't know to what extent that means, or if I can trust this commissioner. God damn it, Adam. What have you gotten us into? Hey, Alec. Back when I was delivering the red plasma gin, you mentioned that there was a smuggler's route open to Zarkov? Where's it located? No idea, but I'm sure Tarjak, that Okar bootlegger, would know if anyone did. Okay, I'm heading to Cartwright's wake to catch up with him. You might not hear from me for a while. If Maddox shows up, tell him to sit tight. We'll hold the fort. Let us know when you need bailing out. Neue Mission, der Wirbel. Na gut, dann einmal Mission, Munition auffüllen. Oder würde ich sagen, düsen wir gleich weiter. Hey, Hive, those fleet techs been tinkering with you? You still yourself? Inasmuch as I have still not been updated to the Eterna network, and have been grossly insulted by being treated as illegitimate machinery, I am the same Hive as before. What did they do to you? I have been supplemented with a coaching protocol based upon the personality profile of your target subject, Adam Roslin, commander of the G&B Elite Squad in the DMZ. I am to aid you in becoming like him, and to intervene during moments when you are not playing the part properly. So my onboard AI is now here to show me how to act more like me. Crazy.
So, dann gleich weiter. War jetzt mal echt gespannt, wie es jetzt ausgehen wird. Gut, dann schauen wir mal. Ups. Wollte hier doch nur nebenbei was mitnehmen. Ah, Feinde haben mich entdeckt. Gut, müssen wir uns leider verteidigen hier. Hier ist ein Outlaw-Geschütz. Okay. I'm looking for Tarjak. Seen him around? As I live and breathe, Adam. Terrain, wow! So that's your freighter outside. Thought I knew it from somewhere. It has been a long time. I had wondered what had become of you. You used to visit my shop quite frequently. Even twice at one time, which I thought was unusual. And then your visits tapered off, until eventually nothing. So, you have survived the never-ending turmoil that is the DMZ. That I have, Terrain, just barely. I tried to play it straight for a while and got a proper job, but that didn't quite work out. It never does for the like of you and me, Adam. We outcasts are best following our own paths. Amen to that. You still in the trading business? Indeed. And I have moved up to bigger clients now. Large order fulfillment. The cargo might be questionable, but the reward is sufficient, and I see no harm in it. Good for you. You said you were seeking Tarjak. He passed through some time ago, but is presently engaged in the task. I don't suppose you would know a way into the Zarkov system without getting noticed? I've heard from our old mutual friend Alec that some of you traders ply a route through there. That is true. And since you are such a valued and trusted old customer and friend, I would oblige you with access to a secret back door. It is quite near our current whereabouts. I will provide you with the precise location and instructions on how to activate the gate. You're a star, Terrain. It's good to see you again. Let's catch up properly soon. Now that we have found one another again, that can be a distinct possibility. I will be in Zarkov soon on the run. Okay. Well, let's keep an eye out for each other then. Ja, das ist ein cooles Wiedergesehen gewesen. Gut, na denn, aktiviere das versteckte Sprungtor. Seeing Terrain again. It's a small universe. Such re-encounters are not so improbable, considering the degree of social engagement you undertake within the confines of the DMZ. You just gotta take the mystery out of everything, don't you? Ne, dann schauen wir mal hier. Böse Outlaw-Drohnen hier. Wir wollen doch nur das Gate aktivieren. So, einmal hacken. I sure hope this sketchy-looking gate is stable. Don't want to come out the other side scrambled. Na, wollen wir mal schauen. Welcome to Zarkov, I suppose. I am receiving an encrypted message addressed to your signature. That must be Hawk's agent. Put him through. You made it in. First things first, I'm your contact for this mission. You can call me Tammy. Rosalind is out of the system. If he jumps back in, we'll know right away and we'll have to abort.
Before venturing further into the system, you need to pick up a data package with the required signature. You'll find it inside the gas vortex, which is frequented by scavengers. Do your best not to be seen. Communicate over. Well, that was rather blunt. Could even get a hi or how are ya? Das ist ganz schön nervig, meine lieben Outlaws, ne? Ist nicht wie feine englische Art hier. So. Hier, folgen wir erstmal weiter der Quest, bevor ich jetzt irgendwo anders andock. Weil wir sind jetzt komplett neues System und haben ja hier jetzt auch noch nicht viel gesehen. Oder eher gesagt noch gar nichts. Aber sieht schon cool aus. Im Nebel ein bisschen rumzuflattern. The data package is located inside a wreck. You are advised to avoid the lightning rod crystals, which can cause electrical damage to our craft. Tricky. Ich habe eigentlich jetzt gehofft, dass wir hier irgendwo Drohnenfutter kriegen. Aber erstmal fix hier rein. Schönes Eisen. Nimmt man mit. Warum auch nicht? Wer weiß, für welches Upgrade wir das nochmal brauchen. Frachterdrohne. Na denn. Got the package. The signature will make your craft appear, to all intents and purposes, like the elite squad craft of the target clone. And I guess I wear this? Correct. This is creepy. I look like him. Alright, I want to take this thing off as soon as possible. Let's get this over with. Aber erstmal müssen wir schauen, dass wir hier wieder rauskommen. And they deployed suppressor drones. Be authoritative and order them to disperse. They will believe that you are the elite squad commander. You there. You have 60 seconds to leave the area. You shouldn't be picking fights out here on your own. Hey, isn't that the elite boss? Encircle the son of a twitch! These scavengers seemingly hold a grudge against the elite squad. I need to get rid of the suppressors, otherwise I'm stuck. So. Oh, Routinen-Upgrade. Ja. Hoppala. Ach, da haben wir sogar noch ein großes Schiff. Na komm. Die geben wir mal volle Breitseite. So. Hier lade ich was hoch. Dann gibt es mal kurz einen EMP, damit ihr mich hier nicht die ganze Zeit haut. Ich hätte gern Drohnen. Na komm, Mann, ich komme mich auch noch ran. Jawohl. Na, guck mal, hier kann ich doch Wrackteile haben. Da haben wir das nächste. Hier, diesmal habe ich nicht geschossen. Jump drives are fully functional again. Now we can get back to what we were doing earlier. Our next stop is Vesna Mining Colony.
Und wir haben sogar voll. Es hat sich doch gelohnt. So, hier noch mal durchsuchen. Und gleich weiter. Okay, so now I have to dock and hopefully the agent Tammy gets to me before anyone else does. Walk with shoulders back and give a stern look at everyone who passes. This Roslin is known for his gruffness and directness. We're clones, so there can't be that much of a difference between us, can there? The less you say while on the base, the better. Mr. Roslin, I'll need to detain you for just a moment. Callahan! Yes, sir. We just need to run a security check. No one is exempt. This was your own directive. We appear to have met an unanticipated event in our plans. You are already acquainted with this officer? He was my foreman on my last work crew. What the heck is he doing here? I believe our technology might still mislead the security check, so long as it does not scan too thoroughly. I'm not comfortable playing charades. It's not my forte. Na gut. Some amount of imaginative persuasion is required on your part during this procedure. So what you're saying is that we've gone off script and I'll need to bluff my way through. If you prefer to put it that way. Sorry, Mr. Roslin, but I'm reading some, confusing results on the scan here. What of it? It appears that this craft is not company compliant. I'm detecting unapproved technology on board and a possibly tampered signature string. Listen, Callahan, you're new here, but you should know who's in charge, right? Now stand aside and let me through. I can't have you wasting my time any longer. Yeah, but Mr. Blakemore said... I don't care what Blakemore said, Callahan. You should know enough not to be impertinent. I'm sorry, Mr. Roslin. Mr. Blakemore asked me to convey the message to you that he is seeking to speak with you about the failed operation in the Cedo system. But that there are more pressing matters at hand with a group of outlaws which need evicting from a local gas harvester. I have been asked to direct you to the location. Tell Blakemore that he shouldn't worry. I'm on it. Na gut, dann machen wir hier mal kurz die Reparatur fertig. Schau nochmal in den Shop. Ist nichts von Interesse drin. Wir hätten hier sogar noch ein Signal, aber naja, komm. Erstmal ab. Nee, nicht andocken, abdocken. Abdocken. Halt, stopp. So. Und dann müssen wir mal gucken. Auf zum nächsten. I'll have to take care of that assignment before docking or it'll raise flags. Do you think he bought the ruse hive? It is difficult to ascertain, but it was a jolly convincing performance. Good call on him being new to this detail. Yeah, well, I do have some recent and unpleasant dealings with this guy. I'll have to try to find out from him how he ended up in an elite squad role. Do not bother to dig too deep. Our mission is only to infiltrate the base. I'm guessing the failed Cedo system mission was the failed extradition of Dax. This, I suppose, adds an emotional element to your approach, which I suggest forgetting for now. So far, the outlaws are only holding one of the two harvesters. Your task is to, well, to do what you do best. Going nuclear and tearing them to shreds. I know perfectly well what needs to be done. Never assume otherwise. Of course, sir. I'll leave you to it. That was a nice touch. I'm getting into my role. Na gut, dann machen wir das, was wir am besten können. Schöne Zerstörung.
Schildgenerator muss runter. Na. Genau wie der hier. So, und der Minenwerfer, der muss auch mal kurz weg. Nicht, dass er mir hier noch mehr Minen wirft. So, einmal auch kurz reparieren. So, Schilde. Gut. Irgendwo ist noch ein... Hier sind die Generatoren. So. Hat immer noch nicht gereicht. Ach, da ist noch einer. Na komm. Gut. Jetzt fehlen nur noch die Treibstofftanks. Das sind sie nicht. Was sind denn die Treibstofftanks? Da gibt's die. Ah, die sind hier an der Seite. So. Callahan, I'm done. Their leader has barricaded himself inside the harvester. Be careful to avoid the, Avoid the what? the wind streams when you go in. But you know that already. Of course. Of course. There is a regular rhythm to the flow of gas inside the tubes. You must time your approach accordingly. Apart from this chamber, there are more enemies hiding behind the large vent. Das ist ja mal richtig fies hier. Man, gut, dass ich meine Drohnen habe. So, jetzt müssen wir das Ding hier irgendwie abschalten. Hier kommen wir nicht weiter. Ich sehe aber hier nichts zum Abschalten. Ach, da oben. Direkt am Generator. Try not to get caught in the stream. Na komm schon. Bevor das Ding wieder angeht. They've sent for reinforcements. They'll be swarming the area any moment now. I'm deploying the rest of the squad to intercept them before they can enter the harvester. Got it. Not sure how I feel about the rest of the elite squad coming here, Hive. Do not allow yourself to be distracted and simply concentrate on the present task. Das hat mich ja richtig krass nach hinten geschleudert. Nein, 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 nicht schon wieder, 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 nicht schon wieder abbremsen. Ich bin einfach zu langsam, um da durchzuflitzen. Oder kann ich mich hier in diesen Rohren verstecken? Ich glaube, das ist der Knackpunkt.
Das heißt, ich muss mich hier gut verstecken können. Sogar noch ein paar Container hier. Na, ich sollte nur nicht raus. Wenn meine Drohnen weggeweht werden, ist es nicht so schlimm. Und ich habe sogar eine Beschädigung. Oh. Oh. Ein Stück beiseite. So, jetzt. Ein Stückchen weiterkommen. You're the elite squad commander, aren't you? I have full control of the vents. You'll never make it back out alive. We'll see about that. Okay. Very expressive. Der macht gut Aua. Da komme ich nehme noch mal einen Nanobot. I got this. In control. Aha. Jetzt verstehe ich es. Mal so viel Schaden wie möglich reindrücken. Und nochmal. Boah, komm. Bei dem letzten. All right. Callahan, I just eliminated their leader. Excellent. The harvester is ours again. Shame about the hostages, though. Hostages? You never mentioned any hostages. They threatened to kill them if we refused to pay the ransom. But don't worry. They were just low-grade workers. Easy to replace. Why, you piece of... Careful now. Hey, Chief, care to join us out here? It's one hell of a party. It appears the rest of your squad has arrived. I recommend joining them as soon as possible. All this is taking the charade too far. Ein klein wenig. There you are. Take your pick, Chief. I already had my 7 kills for today. The rest is bonus. Seriously? Why would anyone count their kills? There's a difference between killing, which takes time and appreciation, and just shooting someone down. Ain't I right, Chief? Yeah. You wouldn't want to rush things. What's up, Chief? You normally get a lot more enjoyment out of this. I'm in pursuit. Hey, Chief, when did you get back anyway? I thought you were still out there searching for those old fleet deserters. Yeah, that's an ongoing matter. It's a good thing you're here, Chief. Me and the boys wanted to talk to you about the new guy. Callahan? Yeah, he's a bit of a jerk. Well, yeah, that's to be expected. I mean, he has a taste for cruelty, so he fits right in. It's just... wondering how he got promoted so fast. That's a mystery, all right. I heard he got fast-tracked after he single-handedly rescued an entire mining team from an outlaw ambush.
and killed their boss out in Cedo. He seems to have Blakemore's ear, too. Is that so? I think I just got another one. You think? There's so many, I hardly have to aim to hit one. That's it. Always sad when it's over. True, that was fun. Hey, Chief, care to grab a drink later? That is, after you talk to Blakemore. Sure. I'll see you guys around. All right, everyone. Let's head back. Ja, ob das gereicht hat. Damn it. Had I known that they'd taken hostages, I would have done this differently. This Roslin has clearly no regard for life whatsoever. He's a bastard. I can hardly believe that we share the same genes. The sooner this is finished and I can get back to Dax's mission, the sooner I can put all of this behind me. Naja, wenigstens haben wir die Drohnen wieder komplett. I am certain you have now assumed the role of Roslin with enough conviction to do the next part without my assistance. Thank you, Hive. Yes, I'm a little more settled into the character now. Although it keeps flitting through my mind the things they'll do to me if my deception's discovered. I mean, dying in space in a blaze of glory is one thing, but slowly at the hands of interrogators is quite another. Stay focused on the objective. Do not let your mind wander into possible negative outcomes. Mr. Roslin, I am here to escort you. Yes, thank you. No thank yous. What? Roslin's a jerk. If you want to be like him, drop the thanks and polite stuff. Ah, got it. Wow. You really do look just like him. I take it that's not a compliment? Blakemore's office is up ahead. Where's he now? Board meeting. We have time. Anything else I should know? Just don't make any conversation. And stay in character like Roslin. You know, an asshole. Yeah, right. I get it. Here we go. This better work or we'll both be sucking vacuum in orbit by morning. I need your scan again. I'm in. This will take a few minutes while it uploads to Eterna. What do we do about any surveillance footage? I'll cover our tracks once we leave. Don't you worry. This guy certainly likes his artifacts. Blakemore is obsessed with ocararchaeology, but I reckon the interest goes beyond historical. For certain, some of this has led him to larger Viridium deposits. The big question is, what and where? So, he's been making preparations? This data is good, but it might not be enough for Commissioner Hawk to act on. We'll need more. So what's your deal exactly? How did you end up working for Hawk? Hey, I don't work for anyone but myself. And I shouldn't have to explain anything to you. You're just here for your DNA. Sorry for asking. I got what I need for now. Let's get out of here. I'll go with you partway to the hangar. Leave and talk to no one. Easiest job I've had so far. It ain't over yet. Roslin! Blakemore.
That's still Mr. Blakemore to you. What are you doing back here already? You look like crap. Do you have something to report? Presently, no, sir. I need results, Roslyn. The time is coming, and we need the exact trajectory. I need you out there making every moment count. The trajectory for... Do you need a psych exam? Get it together, Roslyn. We could be mining already, had you not made such a mess of intercepting Dexter Bashar. That was regrettable, sir. Find his counterpart. Whoever he was sending that transmission to has the exact coordinates. Let's get this done. Yes, sir. Oh, one more thing. We've had no car trader through delivering some sensitive parts. I ordered the elite squad to eliminate him before he leaves the system. We can't have loose ends. We must ensure secrecy. I understand. Thank you. I mean, yes, sir. Ich glaube, der hat's durchschaut. You had to bump right into Blakemore, didn't you? Do you think he suspects? I don't know. Be honest, I might have blown it. I'll create some diversions here on base while you do this next part so they don't have too much time to think about your behavior. You'll need to hack several service drones and send them through the vents to the remote servers. I'd much rather get out of here. I'm certain that the Commissioner would appreciate that you see this through to completion. Yeah, okay. You are registering a higher than average blood pressure. Yeah, Hive. This is nerve-wracking. Na gut. So, dann einmal reparieren und Munition auffüllen. Im Shop war ja jetzt nichts Besonderes. Ich kann trotzdem nochmal gucken, dass ich hier ein bisschen was klein mache. Auf Quests sind, dann droppt man nicht allzu guten Stuff so gefühlt. Na gut, wir hätten hier auch nochmal Koordinaten. Komm, lade ich hier einmal nach, lade ich da nach und voll machen. Schadensbooster nehmen wir nochmal mit rein und hoppala. Gut, dann können wir nochmal in den Shop gehen und nochmal ein paar Spirituosen verkaufen. So, Medizin, Kleinwaffen und die Implantate. Na komm, einmal Haftgeschütze können wir auch nochmal verkaufen. Dann passt das. We must play this smart so we don't draw any attention. There are 3 service drone terminals marked on your HUD. By hacking these, you should be able to gain control of the drones and remotely steer them through the vents to the servers. Once there, hack the servers using the drones and download all of the data. So how did you end up working for the Commissioner again? I told you, I don't work for Hawk. I'm a free agent. But you must be a fan of the fleet to be going in this deep for him. Look, I have my own reasons for doing what I do. I only want to hold G and B to account for their actions. So you have a particular grievance with G and B. Okay, the questions stop there. You're not here to chit-chat. There must be a way to open that door. Ja, aber die Frage ist, wie? Ah, was haben wir denn hier? Ein Generator. Nee, jetzt kommen wir auch rein hier. Huch. So far, so good. Now I just need to guide the drone to the server without drawing any attention. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Au, au, au. Lass mich raten, ich darf keinen davon berühren.
Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber... Jetzt... So... Das ist blöd. Au, 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 au. Mich hat's ausgespuckt. Soll ich da jetzt auf die Schnelle durchkommen? Okay, das heißt, ich muss vorsichtig sein, weil... Just stay focused on the task at hand, please. A simple question. Inari 17, okay? Inari 17. That's where G&B did open cast mining. I remember the story. They neglected to evacuate the settlements when the moon lost core integrity and fell apart. Okay, damn it, shut up! Look, I'm sorry. I was just trying to get your story. Yeah, well, you got it now. And it's hardly unique in this shit reality, is it? Now keep yourself to yourself from here in. So, jetzt haben wir es geschafft. Okay, data transferred. 2 more servers to go. Mhm. Hier können wir Energie erzeugen und hier muss es angebracht werden, ne? Das geht da lang, denn da lang. Nee. Ach, hier oben muss ich das dann wieder durchziehen. Jetzt habe ich verstanden. Moment, probieren wir es mal aus. Okay, das ist schon weg gewesen. Das ist gar nicht so einfach. So, holen wir uns den nächsten. Schießen ihn da rein. Nein. Ah, wieder. Zu wenig Zeit. So. Jetzt hat's geklappt. Okay. Naja, Belohnung war eher so. Ist okay. So, dann auf zum nächsten rüber. Was soll denn das sein? Ach, hier unten. Und dann runter, oder wie? Nee. Komme ich hier durch? Nein. Hier wo wahrscheinlich, oder? Wie kriegen das Ding hier auf? Kriegt das überhaupt auf? Oder muss ich erst... Ich glaube, ich muss erst die andere nehmen, ne? Ich glaube, ich muss erst die andere nehmen.
Mhm. Na gut, die beiden Container, wenn sie hier schon so offensichtlich rumliegen, dann nehmen wir sie doch einmal Gaudi mit. So. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich jetzt hier reinkommen soll. Öffnet sich das Ding? The terminal should be behind that door. But how to open it? Ich habe noch keine Ahnung. Hier haben wir Rohre. Haben die irgendwas mit der Türöffnung zu tun? Ja. The shield is powered by a generator. Maybe I should check the other end of the cable. So. Nee, aber das macht immer noch nicht die Tür auf. Aber wofür ist das Schild jetzt hier da? Tue ich jetzt hier gerade noch nichts. Gut, aber ich muss mal ganz kurz eine kleine Pause machen. Bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Ja. Muss mal wieder richtig einlullen hier vorm Rechner. So. Jetzt aber die Frage immer noch, wie machen wir diese Tür jetzt hier auf? Also wir hatten jetzt da vorne was. Zerstört. Sonst sehe ich aber hier nichts weiter. So, die Leitungen gehen nach oben. War vielleicht oben hier irgendwo was? Nee. Unter dem Ding hier? Auch nicht. Ich jetzt wüsste, was ich jetzt suche, denn... Ist auch nichts weiter drin. Aber die Tür ist ja noch nicht auf. Wir haben Kabel, die nach hier und nach da gehen. Ah, hier. Ja, so macht das schon ein bisschen mehr Sinn. Okay. Knöpfe. Aha. Gut. Nächste kleine Runde mit der kleinen Drohne. So, aber jetzt will ich mal nicht mit allzu viel Schaden hier durchflitzen. Aua, sagte er und stößt sich gleich die Füße. Ganz vorsichtig. Ich weiß noch nicht, ob ich da lang will. Kann sich aber auch schwer bewegen. Au. Ein bisschen hoch, ein bisschen zur Seite. Erstmal rauskommen hier und erstmal Überblick verschaffen. So, hier sind wir schon richtig. Das Rohr geht da durch. Okay. Oh. Ding. Konnte ich wegrammen. Na gut. Aua. Na, jetzt nicht so stürmisch. Jetzt haben wir's. And only one server left. So, was hat das jetzt hier mit den Knöpfen auf sich? Die sind hiermit verbunden. Ah. Gut, beide verkehrt. Hier genauso.
mit dem Schild verbunden? Nee. Ach, die kleben auch dazwischen. Oh, das ist ja fies. Da komme ich ja gar nicht so richtig gut ran. Bis ich da treffe, ist ja Weihnachten vorbei. Kann ich nicht Waffe wechseln? Habe ich hier nicht noch... Vielleicht ist der Prime Zapper ein bisschen genauer. Ja, ist er. Okay. Gut, jetzt haben wir alle Schildmatrix aus. Jetzt müssen wir mal gucken. Der ist es, der ist es. Gut, resettet. Okay, das war gut geraten. Jawohl. Hat doch geklappt. So, jetzt aber wieder meine Hauptgun wieder raus. Hä? Ne, das hat mir jetzt nur das Ding geöffnet für den nächsten Schildgenerator. Jetzt kommen wir an die Credits. Okay. Gut, aber ein Teil fehlt uns ja noch. Eine Wartungsdrohne fehlt ja noch. Wo soll hier der Eingang dafür sein? Das muss ja hier unten sein. Dass hier unten irgendwie reinkommen. Mit der anderen Drohne gar nichts zu tun gehabt. Hier irgendwie... Ach, hier vorne ist noch was. Ah. Hier kommen wir rein. I'm sure there's a switch around here that turns off that giant vent. Gesicherter Container. Kabel, 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 Kabel. Ich habe eine Idee, aber ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Nee. Und ich glaube, ich habe den Schalter gefunden. Hä? Macht mir immer einen neuen Schalter auf hier. Irgendwo ist nochmal was aufgegangen. Hier, hier geblieben. Mann, es ist ja gemeingefährlich hier. Ich komme so da nicht ran. So. Jetzt.
Mhm. Überall da, wo es raucht, könnte was sein. Okay, alle drei sind verkehrt. Haben wir auf der anderen Seite was? Ne, auf der anderen Seite keine Knöpfe, kein gar nichts. Und hier raucht es. Hier brauchen wir Batterien. Okay. Ja. Okay. Hä? Was haben wir jetzt hier? Ich habe ein bisschen zu viel auf dem HUD jetzt hier. Geheime Ressourcenquelle oder was? Na gut. Das war jetzt zwar nicht das, was ich gesucht habe, aber passt schon. Ah, und von dem kann ich eine Batterie klauen. Okay. Wo ging's weiter? Hier. So, mit einer Batterie können wir schon mal arbeiten. So, hier sieht es so aus, als wenn hier noch eine Energiezelle einfach rumliegt. Ist aber Energieeinheit. Wo muss sie denn angebracht werden? Nee, hier nicht. Doch hier keine Energieeinheit. Wo ist denn eine Energieeinheit? Da oben ist noch eine Verbindung. Ah, hier. Okay, dann kommen wir hier wieder in den nächsten Tunnel. Jetzt. Ne, das war aber ein bisschen wenig Strahlung hier. Weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir bei 100 wären. Ich glaube, mein Schiff ist nicht strahlenresistent. So, aber haben wir nächste Batterie. So, hier qualmt es auch noch. Ah, hier kommen wir direkt rein. Au. Na komm. So, aber... Ach, Batterie liegt direkt vor meiner Nase. Na gut, das war jetzt das einfachste Rätsel davon. So, und hier unten fehlt jetzt noch die Batterie. Haben sie jetzt drinnen Schildgeneratoren aufgemacht? Nee, außen. Außen sind die. Na gut, außen kann ich sie wegschießen.
Das ist ja kein Problem. So, hier nochmal. Das war jetzt nicht so besonders. Und das war ein Pleitegeier. Ach du Heiliger. Naja, hat sich jetzt nicht so krass gelohnt. So. Auf mit der kleinen Drohne weiter. Oha. Und hier komme ich ganz noch easy durch. Okay. Hier irgendwie, oder was? Nee. Hier. Ah, hier. Okay. Das war noch simpel. Tammy, transferring all the data to you. Are we good? A lot of it seems to be encrypted. It might take a while to decipher and analyze it. But I think that's all we can do for now. Great. Can't wait to get out of here. Yes, better go while you still can. Well, best of luck in your endeavors. Your assistance is requested on an intercept of an OCAR trader before he leaves the system. Hey, Hive. You don't think that this OCAR trader could be my old buddy Tareen? There is a high probability that is the case. I can't let that happen. I have to warn him. Such an action risks breaking the rules and exposing your false identity. The Commissioner would not tolerate such mercenary actions. Can't stand by and watch friends die, Hive. Okay, na denn. Fliegen wir mal schnell hin. Was mich aber mal interessieren würde, haben wir jetzt eigentlich schon alles soweit? Na gut, 2 Sachen noch nicht. Mal gucken, ob die Hauptquest da lang führt. Tareen's freighter, all right. I advise you not to intervene on the side of the trader. Let me try something else. You men leave the vicinity. I'll handle this. We are under strict orders from Mr. Blakemore to eliminate the target. Yeah, well, I call the shots here. The outcome of this mission was determined before your arrival, sir. Nothing for it but to take them out. What in soul's name are you doing, Chief? Tareen, it's me, Adam. Get out of here before they have the chance to lock their cannons onto you again. What an unusual turn of events. I admit to being flummoxed. All units alert! Commander Roslin's gone rogue. It seems you have completely blown your cover now. Adam, I am safe and sound. If it were not for your intervention, I would be dead. Yeah, well, don't relax just yet, Tareen. It's not safe for you anywhere G&B are present right now. Here are some coords. It's a safe space in Cedo. You're welcome to join us. That's a kind offer, Adam. I am compelled to accept. More guests for your secret palace? Are you sure the other inmates will be happy with this? Shut up, Hive. Die halten ganz schön was aus hier mittlerweile. Anyway, there goes my cover. Commissioner Hawk is expecting you at Noah Damara's starport for a debriefing. It is safe to assume that she will not be very happy about the outcome of this mission. I'll have to think about how I'll play this.
Terrain, G&B were planning to kill you. Any idea why? I've been supplying them with drill parts for Viridium, which could not be acquired through their regular supply chains due to its illegality. Uh-huh. And I reckon they wanted to scrub any evidence of obtaining the parts through you. You need to tell me more later when we meet up at my base. But first I have some business to attend to. You will find me where you sent me, Adam. Na gut, einmal kurz nachreparieren hier. Gucken wir mal, dass wir die Dröhnchen vielleicht auch noch mal ein bisschen wieder ganz kriegen. Und dann schauen wir mal rein, was wir jetzt hier eigentlich alles Schönes gekriegt haben. Können wir zerlegen. Ja, auch wenn es der 20er ist. Mal kurz alles klein hier. Noch eine Flak. Oh. Da hätte ich beinahe das Falsche zerdeppert. Ja, 21, 21, 19. Ja, müssten wir eigentlich langsam machen, ne? Das Problem ist, wir sind jetzt desertiert. Und haben jetzt hier auch ein paar mehr Fragezeichen drauf. Okay. So, beim Transitzentrum. Jetzt die Frage, kann ich jetzt trotzdem nochmal hier zurück, um mich zu reparieren? Ich glaube nämlich nicht, ne? I've had enough of this disguise. Hive, you can drop the sig too. As you wish. It's a mining colony. Nice, new locations to explore. Ja, scheinbar können wir hier noch rauf. Wenigstens nochmal alles reparieren und auffüllen. Und entdecken ist immer gut. So, einmal alles fix reparieren. Dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal die kleinen Karten hier. Von hier aus. Das sind jetzt Hochrisikogebiete. Die geben mir dann auch nochmal ein bisschen Schund. Den wir ja so oder so gebrauchen können. Hoppala. Auch ein bisschen arg weit weg vom Kurs hier. Dann kriege ich dann vielleicht nachher nochmal die Schiffssysteme alle nochmal ein bisschen aufgewertet. Und dann schauen wir uns jetzt hier gleich nochmal im System ein bisschen um, bevor wir dann in der Kampagne weitermachen. Aber schauen wir erstmal. Oh, ja, das sieht gut aus. Machen wir schon mal so. Ich hoffe, das Virus hat sich gut übertragen. Drohne. So, nächsten. Einmal neue Drohne holen. Ich hole mir mal kurz neue Drohnen. Da freuen sich meine Drohnen doch immer. Ja, große Credits. Ah, der hält langsam schon ordentlich was aus. Aber ich komme mit dir trotzdem noch klar.
So, einmal noch die Credits und Co. Dann schauen wir mal, was haben wir denn Schönes gekriegt? Auf jeden Fall wieder viel, was wir auseinandernehmen können. Ja, kann er auch weg. Okay. Moment. Machen wir mal anders. Ich guck mal, ob wir uns vielleicht nochmal hochwertige Raketen herstellen können. Raketen. Kann nicht beschädigt werden. 30% erhöhter Schaden gegen Einheiten mit höherer Stufe. Erhöhter Schaden, wenn sich das Schiff im Sonnenlicht befindet. Naja, ist aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als meins. Das heißt, rüste ich schon mal aus. Dann können wir die alten einmal zerkloppen. Jetzt haben wir 21er Raketen. Ich könnte mal nochmal nach einer Thermokanone gucken. Oder sollte ich nochmal gucken, dass ich Schilde oder irgendwas ansetze? Das Frachtmodul könnten wir vielleicht nochmal machen. Das ist 17. Oder Energie und Sensor. Wobei, ich würde eher sagen... Na, damit kommen wir eigentlich noch gut aus. Ist nicht so wichtig. Und beim Frachtmodul muss schon das Richtige reinkommen, ne? Sonst klappt das nicht. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal auf die Primärwaffe und hier mal nochmal Thermo und zack. 21, jo. 10% mehr Schaden gegen Panzerung, 10% mehr Chance pro Abschuss, 20% der maximalen, ja. Wenn sich das Ziel im Sonnenlicht befindet. Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Rüsten wir einmal mit aus. So, dann ist sowieso wieder alles im Eimer. Was hatten wir hier drauf? Gegen Panzerung. Umgeht und kann nicht beschädigt werden. Na gut. Können wir die zerlegen? Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Und dann auf zum nächsten Hochrisikogebiet. Bis dato müssten hoffentlich die Raketen wieder voll sein. Wir hoffen, dass das Blaue was taugt. Aber mit stärkeren Waffen dürfte es auf jeden Fall leichter werden. So. Ich habe noch gar keinen Executed hier. Jetzt habe ich welche. Executed. Genau. Don't talk, shoot. Ist schon richtig. Ah, da haben wir noch eine. Kein Problem. So. Good thing that I was around. See you, Adam. Ja, gucken wir mal. Was wir nur mit Sekundär brauchen. Das dauert zu lange. Da baut sich halt viel zu schnell sonst die Panzerung wieder auf. So. Ja, bleibt doch mal hier. Gut, dann können wir uns hier nochmal ein
klein wenig die Drohnen wieder ganz machen. Alec hat gut geholfen, hoffe ich mal. Hab's zwar jetzt nicht gesehen, aber hey. So, dann nehmen wir jetzt das rote aus Kickhorn. Und dann kann ich auch eigentlich in Ruhe mal ein bisschen erkunden gehen. So. Erstmal ein Upload, dann einmal so. Na, da ist der Minenwerfer. So. Ranger. Dich kriegen wir auch kalt. Mach dir keine Sorgen hier. So, hier lade ich sogar noch was hoch. Alles, was bei dir jetzt in die Nähe kommt, ist gefährdet. Genau das meinte ich. So, hier laden wir auch noch mal was hoch. So. Machen wir uns gleich zwei neue. Ja, EMP ist schon cool. So, wo ist Big Boss? Da ist er. Okay, machen wir richtig Power hier. Du kommst ein klein wenig zu spät. Gut, das war's. Dann wollen wir mal gucken, was haben wir jetzt Schönes gekriegt? Haben wir überhaupt was Schönes gekriegt? Müll auf jeden Fall schon mal. Den ich hier mal einfach mal Gaudi schrotten kann. Thermokanone, was haben wir hier? Eine Flak. Ja, ist ein bisschen besser als meine Flak, ne? Ja, dann tauschen wir sie mal aus. Das hier ist sowieso nur eine 19er ohne Set. Minen. Na gut, das war's. Jetzt kann ich hier nochmal die Nanobots auffüllen. Gut, dann gucken wir doch mal. Da haben wir ein Fragezeichen, da hinten, da und da. Na gut, dann würde ich sagen, fliegen wir im Kreis. Bye bye. See you at the base. Naja, wir sehen uns in der Base. So, machen wir hier mal kurz einen Kreisflug einmal außen rum. Vielleicht finden wir ja noch einen Händler oder sowas. Der sich lohnt tut.
Okay, das scheint... Okay, ein Outlaw-Elite-Zerstörer. Na denn? Keine Ahnung, wo ich jetzt hier gerade reingerutscht bin, aber... Zerstörer sind keine Probleme mehr. Target destroyed. Genau. Nicht für mein Drohnenschiff hier. Be advised that Bloodstar units are about to jump in. Won't they ever learn? Okay. Dann jagen wir den auch nochmal. Ist ja kein Problem. Ich kleb dir am Heck. Aber hier gibt es jetzt auch keine Quest oder so, ne? War jetzt halt nur ein Elite-Zerstörer. Na gut, dann flitzen wir rüber zum nächsten. Das heißt, es wird hier hoffentlich irgendwann noch eine Quest geben, die uns hier nochmal hinführt. Na gut, gucken wir mal weiter. Hui. Depot der Ancients. Untersuche das Geheimnis der Ancients. Oh, das erinnert mich an vergangene Zeiten. Ja, ob ich dafür jetzt noch genug Raketen habe, das weiß ich nicht. Hier muss auf jeden Fall was hin. Da muss was hin. Da unten haben wir noch eine Rune. Oh. Das war nicht so geplant. Aha. Ist hier hinten noch irgendwas in der Richtung? Gut, können wir noch mal ein paar Kristalle mitnehmen. Alter, was für ein riesiges Monument hier. Ah, hier haben wir die erste Rune. Warte, ich nehme mich doch mal... Aua. Mit. Und bring dich zurück. Boah, wie soll ich denn bei dem dichten Nebel nachher alle Runen finden? Damit wir es öffnen können. Ich hoffe, das Power-Up lohnt sich.
So. Muss man noch gucken, was der jetzt anzeigen muss. Au. Alter. So, der muss das Haar anzeigen. So. Dann ist der schon mal eingestellt. Ich gleich nochmal gucken, was der hier vielleicht anzeigen muss. Das Z. Wenn ich die anderen noch nicht habe, aber dann stelle ich sie wenigstens schon mal richtig ein hier. So, das Z sollst du anzeigen. Okay. So, und dann haben wir jetzt hier noch einen frei. Das heißt, hier muss ja irgendwo die Rune in der Nähe sein. Vielleicht hier irgendwo? Nee, sehen tue ich nichts. Ich werde in die Richtung stabiler Orbit verlassen, okay. Das war nicht richtig. Ich sehe hier halt auch kaum was. Eine Rune fehlt noch. Moment, ich glaube, da unten ist noch was, oder? Ja, hier unten. Au. So. Jetzt bringen wir dich nochmal hin. Zum letzten Punkt. Dann brauchen wir dich auch nur noch richtig rum reindrehen, ne? So. Und du hast... Okay, das ist 0 oder O oder was auch immer. Das sieht jetzt für mich wie eine 0 aus. Und das war schon richtig. Oh, wurde gleich geöffnet. Oh. Fusionshaken. Haftet an Oberflächen innerhalb von 2000 Metern und zieht den Anwender mit hoher Geschwindigkeit zum Zielort. 2 Ladungen. Okay. Sag ich jetzt mal nicht nein, ne? Das war jetzt nichts, was ich jetzt auf dem Schiff hier benötigen würde, aber klingt schon mal gar nicht so verkehrt. Gab nochmal ein Mindframe und einen Stufenaufstieg. So, dann wollen wir mal gucken jetzt hier. Stufenlimit. Du hast das derzeitige Maximalspielerstufe erreicht. Zukünftige Spiel-Upgrades werden die Stufengrenze anheben und du wirst wieder in der Lage sein, Erfahrungspunkte zu sammeln. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon das Max-Level erreicht, ne? Das ist das Spiel wohl wahrscheinlich nicht mehr allzu lang. Ist ja auch noch Early Access. Aber das System möchte ich jetzt hier noch fertig durchgucken. Das heißt, alles, was ich jetzt herstelle, ist dann immer auf Maximum Level. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall schon mal Speer. Die nicht wissen, wo ihr Platz ist. So.
Spreng den Asteroiden. Gut, hier fehlt einiges an Sprengstoff. Was würde mir meinen nächsten Mainframe geben? So, was haben wir denn hier? Haben wir hier ein paar Sprengköpfe für mich? Sprengköpfe? Na, sieht nicht danach aus. So. Dann nehmen wir doch mal gleich den Bomber hier auseinander. Ah, wir haben doch noch was hier. Eine Platte. Schildgenerator. Wo war denn hier jetzt das Schild? Okay, ich habe einen Energiekern. Wollen wir jetzt mit dem Energiekern? Gute Frage, nächste Frage. Ich habe einen Energiekern. Jetzt nur die Frage, wo muss ich den hinbringen? Damit wir auch damit irgendwas machen können. Immer wo es qualmt, ist man doch eigentlich richtig. Aber hier brauche ich den Energiekern nicht. Brauche ich ihn vielleicht hier? Nee. So, ich mal kurz den Energiekern loslassen. Fliegt nicht zu weit weg. Denn die Sniper-Drohnen möchten mich ja jetzt nochmal ärgern. So. Keine Dröhnchen mehr. Jetzt wird die Frage, wo soll ich denn jetzt Energie hinbringen? Ah, hier oben, oder? Hier soll eine Batterie ran. Ja, jetzt habe ich es endlich gefunden und jetzt weiß ich nicht mehr, wo die Batterie ist. Hier liegt sie. Hätte ich ja noch nicht mal weit flattern müssen jetzt. Da muss sie irgendwo hin. So. Autsch. Gut, können wir mal öffnen. Sprengsatz nehmen wir uns mit. Einmal anheften. Jetzt brauchen wir nochmal Strom. Hier sehe ich jetzt nichts. Das Ding sieht zwar auffällig aus, aber... Ne, geht dann hier auch noch in den Boden. Energiehalterung. Da haben wir irgendwas anderes. Irgendwelche Tanks. Das ist eine Drohne, die das instand hält. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Hast du vielleicht eine Batterie, die ich dir mopsen kann?
Muss doch von irgendwas Energie her haben. So, dein Kabel geht bis hier hinten rum. Na, aber das ist kein Kabel für Strom. Das ist einfach nur ein Transportkabel, um die Items zu transportieren. Was haben wir denn hier oben? Hier haben wir doch auch irgendwas. Auf jeden Fall ein Container. Aber ansonsten sehe ich da nichts. Ah, was haben wir denn hier? Kann ich da durchfliegen? Also noch zeigt er rot an. Na, ich probiere es einfach mal. Also nee, das ist eine Drohne. Ah, hier. Gut, nächsten Energiekern. Müssen wir jetzt hier nur zur Plattform bringen. So, einmal rein und da haben wir den nächsten Sprengstoff. Den bringen wir hier hinten an. So. Gut. Wo könnte hier noch was sein? Sollte ja schon ein bisschen in der Nähe sein, ne? Ein bisschen mehr. Moment, hier hatten wir die erste Batterie her, ne? Ich glaube schon. Wo ich denn nicht wusste, wohin damit. Na, überlegt euch das. Ah, Sniper-Drohne. Jetzt komm. Ihr wollt mich doch ärgern. So. Eigentlich suche ich ja hier... Ah, da ist noch irgendwas. Haben wir hier schon? Offiziell... ja. Kommt mir bekannt vor. Achso, der hält den Arm hier. Oh. Das so eine gute Idee ist. Oh no! I didn't realize anyone was in there. Are you okay? What the hell? You almost blew up my ship. Sorry, I was trying to get rid of a mine. A mine? Seriously? Who would place a mine in a pipe? Someone who wants to cause a lot of trouble for the people working here. If you need patching up, you can drop by our place. It's just on top of that asteroid. I'll have to take you up on that. Can't leave the area with a damaged ship. Are you sure you can trust them?
Don't worry, I know these sorts. They're just miners working for G&B. If push comes to shove, I can easily deal with them. Verbrannte Erde, okay. Na denn, blitzen wir da mal kurz rüber. Na, das war der falsche Antrieb. Nicht nachgedacht. Wieder rumdrehen. Und wieder rein. So. It shouldn't take long until the machines repaired your ship. Damn it, who's this? Vingram, we've got an intruder. No, it's fine. He's with me. I just found him outside and offered to repair his ship. So you have no idea who he is? What's going on? Aaron brought in a stranger. Maybe Matthias sent him. You can't know that. Hey, hold on. I wasn't sent by anyone, okay? What's going on here? And who the hell is Matthias? Well, you brought him here. Now go on and tell him. Matthias was our Blastmaster expert. We used to work together at Vesna Mining Colony. We dreamed of running our own mining operation, being our own bosses, you know, with minimal oversight by management. Somehow Matthias managed to pull some strings, and this is where we ended up. Our own place. It was great at first, and because he seemed to be so easy to get along with, we all agreed to make him Chief of Operations. Yep, and that's when the trouble started. Turned out he had been planning this all along. You know, gain our trust, isolate us, then start his reign of terror. When I refused one of his orders, he nearly killed me. I know people like that. I had a foreman who became pretty problematic himself. You're G&B too? Yeah. Used to be an escort. Then you must be able to help us. After we threw Matthias out, he destroyed our long-range ships and our antenna. We've been stuck here ever since. The Psycho was unable to confront us directly, but keeps on sabotaging us where he can. He even started laying mines around the station. I think I encountered one of those. By now, our supplies are running low, and every time we fix up the antenna to contact HQ, he sends in his detonator drones to blow it up again. Please, you're a fighter. All we need is for you to help us repair the antenna and hold off his drones until we can get our signal through. Can't say I like the idea of some crazy mine layer around these parts. Especially after he almost blew me up himself. I'd be more than happy to help. Whoa, wait a minute. Remember what I just said? We still have no idea whether or not he's secretly helping Matthias. Trust me or not. But the way I understand it, if I don't help you now, then no one will. He's right, Tekla. We're technicians, not fighters. There's nothing we can do alone. All right. But I'm keeping an eye on you. Sure, let me handle this. You guys tell me when that Matthias guy shows up, all right? He won't show up, not in person. But he will definitely make himself known. Just wait. Okay. Na, dann können wir hier gleich nochmal Munition auffüllen. Und ich könnte hier mal ganz kurz in den Shop reingucken. Machen wir hier noch mal ein bisschen klein. Nee, können wir auch wegmachen. Genauso. Ja, wird langsam wirklich Zeit für ein neues Frachtmodul. So, das kann ich verkaufen. Die kleinen Nanobots auch. Das auch. Das auch. So. Dann sieht das hier doch schon wieder ein bisschen besser aus. Gut, dann wollen wir mal gucken. Wähle eine Teile und montiere sie. The replacement modules are already prepared and stored next to the station. You simply need to plug them into their slots. Sounds easy enough. I'm on it. Vingram, you will keep watch for Matthias's drones and handle defenses in case he decides to attack the station instead of the antenna. Got it.
Tekla and I are standing ready to initiate communications with HQ as soon as the antenna is running. Okay, everyone? Let's do this. Wollen wir doch mal gucken, ob wir das wieder hinkriegen. Wo soll denn da dran? Das ist, glaube ich, nicht das Richtige, was ich jetzt gerade habe. Ich glaube, ich muss es so eine Reihe machen. Na gut. Lass ich erstmal da liegen. Schweres Bauteil. Haben wir jetzt hier. Ah. Okay. Muss schon das Richtige sein. So, was haben wir sonst noch hier? Was habe ich da jetzt? Irgendeine Stütze oder so. Sieht aus, als wenn das hier... Ah, hier unten rankommt. Gut. Ne, das ist ja ziemlich simpel. Das dürfte nicht das Problem sein. Ah, sieht schon besser aus. So, wo kommt das Ding hin? Was schon wieder halb durchs All treibt. Ich habe halt keine Ahnung, wo das Bauteil jetzt hingehört. Und annimmt tut das nirgendwo. Ach, oben drauf. Okay. This should do it. Okay, be prepared. As soon as you activate the panel, they'll send in his minion drones. Guess I have to take him out before they reach the antenna? Yes, at least until we've managed to get our message to HQ. Na gut. Okay, now wait for it. Yup, right on cue. Detonator drones. Alright guys, I got this. Oh. Na, da kommen die nächsten. Na gut, den kriegt ihr ja hin. Ihn erwischt? Nein. So. Nee. Du brauchst gar nicht erst piepen. Bravo! We made it. The message got through. The psycho has given up. Let's meet back at base, everyone. Na gut. Oh, da war noch einer, der aufmüpsig sein wollte. Aber too late. You helped us a great deal back there. Why hold back, Vingram? He was friggin' amazing. HQ is now aware of what is happening here. They've already sent out an intervention team.
Matthias surely knows that we called for help. That'll keep the bastard away for a while. Guys? What is it? I, just got another message. It's from Matthias. So you finally found a sucker to save your sorry asses. Good for you. Just let him know now the target's on his head. Better watch his back. M. Damn. Don't worry, I've dealt with the likes of him before. We're so sorry that we pulled you into this. It's all good, as long as he steers clear of your area for a while. And if he doesn't, call me. Don't underestimate Matthias. If he's planning something, it'll be nasty. I'll keep my eyes peeled. You guys look out for each other, all right? We will. Stay safe, okay? Okay, verbrannte Erde abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt das immer noch mit dem Asteroiden. Und ein Feind haben wir ja noch mehr. Aber mir fehlen jetzt immer noch weitere 2 Batterien. So, das haben wir leer. Ihr wollt mich ärgern, dann kommt. Ja. Gut. Aber wo finde ich jetzt die restlichen 2 Batterien? Hier ist sogar noch ein Loch. Und so wie es aussieht, habe ich auch meine Batterie gefunden, die ich haben wollte. Wenigstens eine davon. Oh. Halt, hier geblieben. Dann fehlt nur noch eine und die muss ja irgendwo zu finden sein. Oder ein Sprengstoffsockel. Nee. Moment, wo ist jetzt hier das? Da. So. Halt. Erst noch den Container mitnehmen. So, jetzt bringen wir den Sprengsatz an. Und dann fehlt noch eine Batterie. Wo wäre ich, wenn ich eine Batterie wäre? Aber hier am besten mal die Ressourcen weg. Wenn ich wenigstens weiß, dass ich hier schon mal war. Ja. Eben hier bin ich mir irgendwie nicht sicher. Der müsste doch eigentlich eine Batterie haben. Oder nicht? Am Rattenschwanz war ja auch nichts dran. Sag mal, wo ist denn hier noch ein...
Gebäude oder irgendwas in der Richtung. Wo man eine doofe Batterie herkriegt. Mal irgendwo versteckt sein. Das ist der Sendemast. Durch den Schacht sind wir durchgeflitzt. Hier war ja auch keine weitere Batterie oder so. Ich gucke hier nochmal irgendwie. Ah, Moment. Ich sehe es gerade. Oh, die gehen aber auch gut in der Landschaft da drin ein. Ja, hier. Vielleicht den? Nein, falsch. Der. Der. Okay. Ja, und... Oh, schau mal eine an. Ich habe Batterie gefunden. Ich hab mir doch gedacht hier, der muss doch irgendwie mit Strom laufen. So. Jetzt habe ich die letzte Energiezelle. Genau. So, dann können wir nämlich gleich auch den Asteroiden in die Luft sprengen und haben dann sogar noch einen Mindframe, den wir ausbauen können. Das passt auch wunderbar. So, dann wollen wir mal gucken. Dass die Sprengsätze hier mal scharf mache. So, 5 Stück sind es insgesamt. Halt. Den brauchen wir. Und den da. So, Sprengung eingeleitet. Ein Stück zur Seite. Und damit würde ich sagen, passt das. Lokale Herausforderung abgeschlossen. Mainframe-Komponente. So, das heißt, wir haben jetzt 3 Stück. Somit können wir kombinieren und nochmal einmal auf Expertise für unsere Drohnen. Optimal. So, wir haben hier noch eine Nanopanzerung. Ist sogar 21. Höhenstärke und Effektivität. Könnte man mal anbauen. Könnte man mal anbauen. So. Können wir hier mal kurz landen. Und dann bauen wir das mal kurz ein. So, dann kann ich hier mal den Rest schon mal zerlegen. Den wir jetzt momentan nicht brauchen. Und dann könnte ich ja nochmal gucken, herstellen. Module, hochwertig. Und ich probiere mal einen neuen Sensor zu bauen. Mit Feuerkraft. Bei Stillstand werden die Ressourcen-Scan-Reichweite um 10% pro Sekunde erhöht. Maximum 50% kann nicht beschädigt werden. Ist aber schon mal in allem besser, als was ich jetzt habe. Dann baue ich das erstmal ein. Was hatte ich hier noch drauf? Ah, hier hatte ich Expertise drauf. Gut. Feuerkraft und Expertise fehlen jetzt. Da haben wir jetzt Feuerkraft zwar wieder gekriegt. Sogar ein besser. Aber den Rest noch nicht. Na gut, können wir erstmal ausschlachten. Passt. So. Gut. Ja, siehst du, hier haben wir noch einen Nano, den ich hier noch zwischenpacken kann.
Aber haben eigentlich so viele Punkte noch für andere Fähigkeiten. Wir kriegen ja jetzt dann eigentlich keine Routinenfähigkeit-Punkte mehr. Das heißt, wir können noch eine Routine Maximum setzen. Ich kann halt nicht sehen, ob die jetzt Genius ist oder nicht. Ja gut, das ist halt auch ein bisschen problematisch. Aber na gut. So, hoppala. Nee, ich wollte noch nicht starten. Machen wir nochmal zurück. So. Gut. Denn wir haben jetzt schon mittlerweile 1 Uhr. Ich streame ab und zu einfach eindeutig zu lang. Aber wir sind relativ gut weit gekommen. Könnte schon sein, dass wir es im nächsten Stream abschließen. Weil soweit, glaube ich, ist das noch gar nicht fertig. Dass wir erstmal gucken müssen, wie weiter dann noch an Quest geht. Weil wir sind ja jetzt schon 22. Mal schauen. Soll auf jeden Fall nochmal ein großes Update kommen. Mal gucken. Aber machen wir erstmal das fertig, was wir jetzt da haben. Und dann schauen wir mal. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt für heute Feierabend. Das heißt, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis